Okay. Hello, everyone. Guten Abend miteinander. Yeah. Willkommen in der Klasse. Okay, bye-bye. Yay. Well, little by little. It's getting there. Yes, just like what Wolfgang just said, you know, we're living in very interesting times, aren't we? Wie Wolfgang gerade sagte, wir leben in sehr interessanten Zeiten, nicht wahr? It's always interesting times when we don't know what to say about it. Es ist immer besonders interessant, wenn wir nicht so genau wissen, was wir davon halten sollen. But this is a time we need lots of joy. In dieser Zeit brauchen wir sehr viel Freude. But all the violence, and the destruction, and the turmoil that we're all witnessing is a function of global transformation. All die Gewalt, die Zerstörung und die Turbulenzen, von denen wir gerade Zeuge werden, sind Teil der weltweiten Transformation. And this time, the global transformation is of an unprecedented magnitude. Und bei dieser globalen Transformation geht es um eine Tragweite, die noch nie vorher dagewesen ist. And most of this transformation is to help humanity expand and raise its consciousness. Und bei dieser Transformation geht es hauptsächlich darum, dass die Menschen lernen, ihr Bewusstsein auszudehnen und zu erweitern. So it's a very, very wonderful thing. Das ist also eine ganz wunderbare Sache. But what makes it so challenging is that the majority of humanity is not aware of what's really going on. Die Herausforderung besteht darin, dass die meisten Menschen keine Ahnung haben, worum es geht gerade. Or how to creatively respond to all these changes. Oder wie sie schöpferisch mit all diesen Veränderungen umgehen können. Then it turns into much more destructive, violent type of situations. Dann wird die Situation mit Gewalt und Zerstörung behaftet. Well, your spiritual growth is mainly about getting to know yourself as the undivided eternal spirit. Bei der spirituellen Entwicklung geht es hauptsächlich darum, dass man sich selbst als ungetrennten, grenzenlosen Geist erkennt. And it's also about learning to creatively express who you are as you live in this world. Und es geht auch darum, sich schöpferisch auszudrücken mit dem, was man ist auf dieser Welt. As you get to know yourself more and more, you begin to discover more of your innate happiness and joy. Je besser man sich selbst kennenlernt, desto mehr sieht man, dass man in seinem Wesenskern glücklich ist und voller Freude. And you start to experience that more because joy is a major component of what makes you, you. Die Freude ist ein Hauptbestandteil dessen, was dich zu dir selbst macht. Joy is an integral part of who you are. Freude ist ein unverzichtbarer, unverlierbarer Teil dessen, was du bist. You really can't get rid of it. Die wird man gar nicht los. Just like you can't get rid of yourself. Genauso wie man sich selbst nicht loswerden kann. That's really one of the meanings of being an eternal being. Das heißt es, wenn wir sagen, wir sind ewige Wesen. Yeah, if you're eternal, you can't be gotten rid of. Jemand, der ewig ist, den kann man nicht verlieren. And I'm a very good example. Ich bin ja ein sehr gutes Beispiel dafür. There's been many people who try to get rid of me, but they still can't. Viele Menschen haben schon versucht, mich loszuwerden, aber geschafft hat es noch keiner. So when you don't know yourself, you don't experience your energy and you miss out on the experience of joy.
Wenn man sich selbst nicht kennt, dann kann man auch die Energie nicht erleben, die man ist, und man verpasst dann die Freude. The more you start to know yourself, your soul self, your psychic self, the more you experience the joy. Je mehr man sein eigenes Seelenselbst erkennt, desto mehr Freude erlebt man. And this is what makes spiritual growth joyous. Und deswegen ist auch das spirituelle Wachstum eine freudige Angelegenheit. In the beginning, as a soul doesn't know itself, there's not a whole lot of joy. Am Anfang, wenn eine Seele sich noch nicht sehr gut kennt, hat sie nicht viel Freude. But as the soul starts to know itself, more and more happiness, more and more joy. Und je mehr die Seele sich dann selbst zu erkennen beginnt, desto glücklicher wird sie und desto mehr Freude erlebt sie. But what happens that stops you from knowing yourself more fully in the first place? Was ist es dann, was einem davon abhält, sich selbst besser kennenzulernen? Well, since spirit is undivided and one, whenever you choose to express that unity in whatever way, you experience more of your true self. Der Geist ist ja ungetrennt und eins. Und jedes Mal, wenn man sich dafür entscheidet, diese Einheit zum Ausdruck zu bringen, lernt man etwas mehr von seinem Seelenselbst kennen. But then, whenever you choose to not express yourself in the world, you fail to experience the energy of joyousness. Wenn man aber darauf verzichtet, sich in der Welt zum Ausdruck zu bringen, dann verzichtet man auch auf diesen freudvollen Ausdruck, auf diese freudvolle Energie. Because to experience the joy that you are, you have to share it. Denn damit wir die Freude erleben können, die wir sind, müssen wir sie teilen. If you're not expressing the joy of who you are, then you don't experience the joy. Wenn man die Freude dessen, was man ist, nicht zum Ausdruck bringt, dann erlebt man sie auch nicht. And that's why you might have already noticed many times that you're happiest when you're giving. Deswegen ist es dir vielleicht auch schon oft aufgefallen, dass du dann am glücklichsten bist, wenn du gibst. You're happiest when you're being yourself and having the space and permission to give to your heart's content. Du bist dann am glücklichsten, wenn du dir selbst die Erlaubnis und den Raum gibst, so viel zu geben, wie dein Herz es verlangt. And that's why little children are often quite happy most of the time. Deswegen sind kleine Kinder oft fast die ganze Zeit glücklich, Because they're always giving. weil sie immer so viel geben. They're being themselves. Sie sind sich selbst. They're expressing themselves. Sie bringen sich selbst zum Ausdruck. But a lot of times, adults can't handle children expressing themselves too much. Nur können die Erwachsenen oft nicht damit umgehen, wenn sich Kinder so stark zum Ausdruck bringen. Because when a child is expressing him or herself freely in a way that's inappropriate to society, Wenn it's hard. Wenn ein Kind sich uneingeschränkt zum Ausdruck bringt, in einer Art, wie es in der Gesellschaft nicht Gebrauch ist, dann wird es schwierig. If they start running around and laughing in the middle of a funeral service, most people would be offended. Wenn ein Kind an einer Beerdigung anfangen würde, zu lachen und herumzulaufen, dann wären vielleicht viele Menschen gekränkt. If they're at your place of very important business and they start running around and painting the walls and everything, you might have a little hard time with that. Oder wenn ein Kind in deinen Sitzungssaal kommt und anfängt herumzurennen und die Wände zu bemalen, dann fändest du das vielleicht auch nicht so lustig. And how many times did you do that as a small child? Wie oft hast du das gemacht, als du ein kleines Kind warst? And what generally happens when you do that around adults? Und was passiert dann im Allgemeinen, wenn man das macht, in Gegenwart Erwachsener? Oh, generally you get scolded. Normalerweise kriegt man Schimpfe. And you're not supposed to do this. Man darf das nicht tun. And you're not supposed to do that. Und du darfst jenes nicht tun.
And you can't be this way. Und so darfst du nicht sein. And a lot of times, because because you want to please your parents or somebody, or you don't want to get hurt, you comply. Und wenn du dann deinen Eltern zu gefallen sein willst oder nicht verletzt werden möchtest, dann gehorchst du. And then the child starts to grow up and they get less happy. Und wenn das Kind dann älter wird, dann ist es weniger glücklich. By the time you're old and decrepit, a lot of that happiness seems to be gone. Und wenn man dann alt und gebrechlich ist, dann ist von diesem Glück nicht mehr so viel übrig. But it's never gone Aber weg ist es nie, because it's part of you. denn es gehört ja zu dir. So what makes it seem like it's gone is you stop sharing it. Es sieht erst dann aus, als sei es nicht mehr so viel, wenn du aufgehört hast, es zu teilen. You stopped expressing it, Wenn du aufgehört hast, es zum Ausdruck zu bringen. especially in the world. Ganz besonders in der Welt. And when you're not really expressing who you are in the world, it's because you're divided against yourself. Wenn du nicht mehr zum Ausdruck bringst, draußen in der Welt zum Ausdruck bringst, was du wirklich bist, dann trennst du dich von dir selbst. When you're undivided, at one with yourself, you can experience the joy that you are. Wenn du ungetrennt und eins bist mit dir, dann kannst du die Freude zum Ausdruck bringen, die du bist. That's when you're a lot happier. Und dann geht es dir sehr viel besser. Yay! Yet, when you are divided against yourself and conflicted, you're not as happy. Wenn du von dir selbst getrennt bist und Konflikte hast mit dir selbst, dann geht es dir nicht mehr so gut. It could be as simple as wanting to turn right, but also you're worried if you did turn right, maybe that's the wrong direction. Es kann etwas ganz Einfaches sein. Du möchtest vielleicht nach rechts gehen, machst dir aber Sorgen, dass das vielleicht falsch sein könnte. That's being divided against yourself. Dann bist du getrennt von dir selbst. Have you ever been in a quandary where you didn't know, maybe this is what I'm going to do, but maybe I shouldn't do that? Warst du schon einmal in einem Zwiespalt, wo du etwas machen wolltest, aber dann dachtest, es sei vielleicht besser, du würdest es nicht tun? Well, that's being divided in yourself. Das bedeutet, dass du getrennt bist von dir selbst. And one part of you is against the other part of you. Dann ist ein Teil von dir gegen einen anderen Teil. Another way to put this is whenever you judge, you divide yourself. Man kann es auch so sagen. Jedes Mal, wenn du urteilst, trennst du dich ab. And that's because you're judging, not necessarily because of what or how you're judging. Und das liegt an der Tatsache, dass du urteilst, nicht so sehr daran, wie dieses Urteil ausfällt. When you judge anything or anyone, including yourself, Wenn du irgendetwas oder irgendjemanden beurteilst, das betrifft auch dich selbst, then you're adding something that you or someone else made up about whatever that you're judging. sorry, I didn't understand that. Yeah, when you judge anyone or anything, it's because you're adding something that's not true. Wenn du jemanden beurteilst, dann liegt das immer daran, dass du etwas hinzugefügt hast zu dem, was der andere ist oder tut, was nicht der Wahrheit entspricht. It's something that either you made up about someone or something, or someone else made it up. Es ist dann etwas, was entweder du erfunden hast über diesen Menschen oder diese Situation oder jemand anders hat es erfunden. But then, most of the times, if you're judging, you're in judgment, it almost always feels real and correct. Solange du aber in diesem Zustand des Urteilens bist, fühlt sich das immer real und richtig an. Have you ever experienced that? Ist euch das schon mal so ergangen? The judgment inside of you is saying, I know I'm right and you are wrong. Das Urteilen in dir sagt, ich weiß, dass ich Recht habe und du Unrecht. You're at that time when you're judging, you're convinced that the judgment is
true. In dem Moment, wo du urteilst, bist du überzeugt davon, dass das Urteil der Wahrheit entspricht. But then again, it's just judgment, nothing true. Es ist aber nur ein Urteil. Es ist nichts Wahres daran. It's not true because a judgment is just an image you create in your mind. Es ist nichts Wahres daran, weil ein Urteil immer nur ein Bild ist, das du innerlich erschaffen hast. Yet when you create a judgment in your mind, it polarizes you. Und wenn du ein Urteil in dir erschaffst, dann wirst du polarisiert. You become torn between right and wrong, good and bad, male and female, and so on. Du bist dann zerrissen zwischen gut und böse, richtig und falsch, männlich und weiblich und so weiter. When you're polarized to one side or the other of any dichotomy in life, you divide yourself. Wenn du polarisiert bist zur einen oder anderen Seite irgendeines Widerspruchs im Leben, dann trennst du dich von dir selbst. It's what you see in the world when groups of people polarize themselves one side or the other. Das sieht man auch in der Welt, wenn Gruppen von Menschen sich auf die eine oder andere Seite schlagen. One group has to be Catholic Eine and the other Gruppe group Muslim. muss katholisch sein, die andere islamisch. Or one group is black and the other group is white. Die eine Gruppe ist schwarz, die andere weiß. Or one group is male and the other group is female. Die eine Gruppe ist männlich, die andere weiblich. And if you polarize, that's the only way you could be. Und You wenn man divide das yourself. so polarisiert, dass man nur eins von beidem sein kann, dann trennt man sich. And also, when you divide yourself like that, you begin to fall out of communication with yourself. Wenn du dich auf diese Weise teilst, dann kannst du nicht mehr mit dir selbst kommunizieren. The part of you that's divided is out of communication with the undivided you. Der Teil von dir, der sich abgetrennt hat, kommuniziert nicht mehr mit der Einheit, die du bist. What really happens isn't that you as spirit gets divided in half. Es ist nicht so, dass du als Geist in zwei Teile zerfallen würdest. Because you as spirit never is divided. Denn du als Geist kannst dich nicht teilen. You're always whole. Du bist immer ganz. You're always limitless. Du bist immer grenzenlos. You're always eternal. Du bist immer ewig. But in your mind, you could decide you're not. Aber in deinem Denken kannst du beschließen, das sei nicht so. Essentially, that's what judgment is. Und das ist das Wesen des Urteils. You make up an image in your mind about something. Du erstellst ein Bild in deinem Denken über irgendetwas. And when you believe in the image instead of yourself or the truth, then you're divided. Und wenn du dann an dieses Bild glaubst, anstatt an dich selbst oder an die Wahrheit, dann bist du geteilt. Even though you, the true you, can never be divided. Obwohl das wahre Du nie geteilt sein kann. But the mind is the builder. Das Denken ist der Baumeister. Whatever you put in your mind, it makes it into something. Was immer du fasst, wird von den Gedanken zu etwas gemacht. So then, when you judge anyone or anything or yourself, that judgment is never true. Wenn du dann etwas beurteilst oder einen anderen Menschen oder dich selbst, dann entspricht dieses Urteil niemals der Wahrheit. But you're probably aware that most people in the world live in judgment all the time. Dir ist wahrscheinlich bewusst, dass die meisten Menschen auf der Welt ununterbrochen die ganze Zeit in ihren Urteilen befangen sind. All you have to do is turn on the TV or the internet or something and you see judgment. Es reicht, wenn man den Fernseher oder das Internet einschaltet und schon sieht man jede Menge Urteile. And then everybody else argues about that judgment, whether that judgment is correct or not.
Und dann diskutieren alle über dieses Urteil, egal ob es zutrifft oder nicht. But a judgment's not only a mere image in your mind, but it's merely someone's personal opinion or viewpoint. Ein Urteil ist nicht nur ein Bild in deinem Denken, es ist bloß jemandes persönlicher Gesichtspunkt, persönliche Sichtweise. It's never the truth. Es entspricht nie der Wahrheit. That's why what one person judges as good, another person judges as bad. Deswegen kann ein Mensch etwas als gut beurteilen, was ein anderer als schlecht beurteilt. What's right for one person could be totally wrong for another person. Was für den einen Menschen richtig ist, kann für einen anderen vollkommen falsch sein. Or even what's right for one person in one situation could be wrong for that same person in a different situation. Es kann sogar etwas, was für einen Menschen in einer Situation richtig ist, in einer anderen Situation für denselben Menschen ganz falsch sein. And whenever you express and act upon what's not true, you can never bring about truth. Immer dann, wenn du etwas zum Ausdruck bringst, was nicht wahr ist, oder nach etwas handelst, was nicht wahr ist, dann kannst du keine Wahrheit zum Ausdruck bringen. So you are in truth, in spirit. If you believe in a lie, the part of you that believes in your mind of that lie falls out of being yourself. Als Seele bist du in der Wahrheit. Wenn nun ein Teil von dir an eine Lüge zu glauben beginnt, dann fällt dieser Teil von dir aus dem Ganzen heraus. You can say that the untrue you becomes divided against the true you. Du kannst sagen, das unwahre Du trennt sich ab vom wahren Du. So you got to always remember, oh, the real you is never divided. So musst du dir immer vergegenwärtigen, das wahre Ich ist nie geteilt. Eternity and limitlessness can never be divided. Ewigkeit und Grenzenlosigkeit ist unmöglich zu trennen oder zu teilen. When you believe in a lie or judgment, then the part of you that believes in that lie falls out of the grace of the real you. Wenn du an eine Lüge oder ein Urteil glaubst, dann fällt der Teil von dir, der daran glaubt, aus der Gnade, das wahre Du zu sein. So as long as you only look at and study the not real you, you might believe, that you believe is you won't get to know and experience the real you. Solange du das unwahre Ich studierst, das du für dich selbst hältst, wirst du nie dein wahres Ich kennenlernen. So discerning judgments from truth and freeing yourself from believing in them plays a huge part in your path of awakening. Urteile von der Wahrheit unterscheiden zu können und dich von ihnen trennen zu können, spielt eine sehr große Rolle auf deinem Weg zur Wahrheit. So the first step to freeing yourself more from judgments is becoming aware of judgments you encounter in your mind. Der erste Schritt dazu, sich von Urteilen zu befreien, besteht darin, dass man die Urteile erkennt, die einem im eigenen Denken begegnen. So we'll start to look at that a little bit more. Wir werden das jetzt ein bisschen näher betrachten. So first, if you'll give yourselves a deep breath. Gib dir als erstes einen tiefen Atemzug. Yeah. And just close your eyes. Schließe deine Augen. See, isn't it great when you get to really relax in order to work? Ist es nicht großartig, wenn du dich entspannen darfst, um zu arbeiten? Most people, they think, oh, if I have to work, I have to get stressed. Die meisten Leute denken, wenn ich arbeiten muss, dann muss ich mich in einen Stresszustand versetzen. Because almost everybody equates work with effort. Fast jeder Mensch setzt Arbeit mit Anstrengung gleich.
But spiritual work and psychic work is the opposite. Aber bei der spirituellen Arbeit, der feinstofflichen Arbeit, ist es genau das Gegenteil. Effort ruins it. Anstrengung zerstört sie. The less effort you could be in, the more you're going to accomplish spiritually. Je weniger Anstrengung du aufwendest, desto mehr wirst du spirituell erreichen. So as you close your eyes and give yourselves a few deep breaths and relax, Wenn du jetzt die Augen schließt, dir ein paar tiefe Atemzüge gibst und dich entspannst, just decide you're willing to give up trying to do anything. dann beschließe einfach, dass du bereit bist, das aufzugeben, dir so viel Mühe zu geben. Remember, there's no effort whatsoever in spirit. Denk daran, im Geist gibt es keine Anstrengung. In fact, can you imagine God trying to do something? Kannst du dir vorstellen, dass sich Gott anstrengt, etwas zu tun? Yes. A very sweaty God, really putting effort into something. Ein völlig verschwitzter Gott, der sich mit aller Anstrengung auf etwas verwendet. Okay. So then, would you just imagine sitting on that giant tree trunk? Dann stell dir vor, wie du auf diesem riesigen Baumstrunk sitzt. And see that tree trunk going from your first chakra, the base of your spine, all the way down to the center of the earth. Stell dir vor, wie dieser Baumstrunk sich von deinem ersten Chakra unten am Steißbein bis in die Mitte der Erde erstreckt. And give yourselves another deep breath or two. Gib dir noch einen tiefen Atemzug oder auch zwei. And as you see your grounding cord, imagine any energies that you've been carrying around that's not yours, just falling off down the grounding cord. Und stell dir jetzt vor, wie alle Energien, die du mit dir herumgetragen hast, die nicht deine Energien sind, dieser Erdung entlang von dir abfallen. And see all that foreign energy just dropping out of you, going all the way down to the center of the earth. Schau zu, wie all diese fremden Energien von dir abfallen und bis in die Mitte der Erde geleitet werden. And just remember, imagining anything absolutely takes no effort. Und denk daran, sich etwas vorzustellen, geschieht völlig mühelos. You never have to try to imagine. Du brauchst dich nie abzumühen, um dir etwas vorzustellen. You just imagine. Du stellst es dir einfach vor. Okay, next, if you'll be aware of being in the center of your head. Geh jetzt mit deinem Gewahrsein mitten in deinen Kopf. And just notice being more aware of being in the very center of your head. Und nimm wahr, wie du dir mehr bewusst bist dessen, dass du mitten in deinem Kopf bist. And once again, there's no trying to be in the center of your head. It's just deciding. Und auch hier braucht es keine Anstrengung, mitten in deinem Kopf zu sein. Es reicht, wenn du dich dafür entscheidest. Deciding that you are. Du dich dafür entscheidest, dass du dort bist. This is the way everything happens on a psychic or soul level. Auf diese Art geschieht alles auf der Seelenebene, auf der feinstofflichen Ebene. It only takes a decision. Es braucht nichts weiter als einen Entschluss. And having your certainty. Und dir dessen gewiss zu sein. Then you're not divided. Dann bist du nicht geteilt. But whenever you worry, whenever you doubt, then you're divided. Wenn du dir aber Sorgen machst oder zweifelst, dann bist du geteilt. When you have certainty that whatever is, you're not divided. Wenn du die Gewissheit hast, dass es so ist, dann bist du ungeteilt. And notice what happens as you become more aware as being in the center of your head.
Nimm wahr, was passiert, wenn du dir jetzt dessen, dass du mitten in deinem Kopf bist, stärker gewahr wirst. You'll start to notice much more neutrality. Du wirst sehr viel mehr Neutralität bemerken. You could be more aware, but at the same time, you're not having to do anything. Du kannst gleichzeitig bewusster sein und aber auch wissen, dass es nichts zu tun gibt. You're not for or against anything. Du bist nicht für etwas oder gegen etwas. You're able to just let everything be. Du bist fähig, alles einfach sein zu lassen. Doesn't mean you have to like everything, Das heißt nicht, dass dir alles gefallen müsste. but you could even let yourself that doesn't like something be that way. Du kannst einfach zum Beispiel auch den Teil, dem etwas nicht gefällt, einfach so sein lassen. So one of the first things about being neutral is that you can let whatever experience you have be that experience. Der erste Schritt zur Neutralität besteht darin, dass du das, was du empfindest, einfach so sein lässt, wie es ist. And as you become more neutral, you start to become more aware. Wenn du neutraler wirst, dann wächst auch dein Bewusstsein. And the more aware you become, the more neutral you become. Und je bewusster du wirst, desto neutraler wirst du wiederum. Because awareness is part of spirit. Bewusstsein ist Teil des Geistigen. And spirit is always neutral. Und der Geist ist immer neutral. And since the real you is spirit, you're always neutral. Und da das wahre Ich Geist ist, ist das wahre Ich immer neutral. And essentially, judgment is what makes you not neutral. Urteile sind es, die dich die Neutralität verlieren lassen. Yeah, if you judge, then you're not neutral. Sobald du urteilst, bist du nicht mehr neutral. Because you'll notice any kind of judgment is not neutral. Jede Art von Urteil ist nicht neutral. A judgment basically is this way or that way. Ein Urteil besagt, es sei etwas so oder so. So what really is judgment, and why is any kind of judgment never true? Worin besteht ein Urteil? Und woran liegt es, dass keine Art von Urteil je wahr ist? Well, I'd like you to next start to imagine the earth energy coming in from your feet chakras. Stell dir als nächstes vor, dass die Erdenergie durch deine Fußchakren einströmt. And check to make sure it's flowing from the feet chakras all the way through your leg channels into your first chakra. Und schau, dass die Energie durch die Fußchakren über die Beinkanäle bis ins erste Chakra fließt. And along the way, the little chakras in the knees, the energy is going through. Auf dem Weg berührt die Energie die kleineren Chakren in den Knien. And once again, any kind of excess earth energy that reaches your first chakra just gets naturally grounded with your grounding cord. Wenn zu viel Energie ins erste Chakra geflossen ist, dann fließt sie ganz natürlich über die Erdung wieder ab. Now imagine the cosmic energy flowing into your crown chakra. Jetzt stell dir vor, wie die kosmische Energie in dein Kronenchakra einfließt. And as always, any kind of psychic work, just enough for you is great. Bei aller feinstofflichen Arbeit ist genug für dich gerade genug. Yeah, it's no more, no less. Weder mehr noch weniger. And all you have to do is imagine just enough for you, the cosmic energy flowing into your crown chakra. Es reicht, wenn du dir vorstellst, dass gerade genug kosmische Energie für dich in dein Kronenchakra einfließt. And as it flows into the crown chakra, it flows down those 4 channels in your back all the way down to the first chakra. Sie fließt in dein Kronenchakra ein und dann den 4 Kanälen entlang, deinem Rückgrat entlang bis ins erste Chakra hinein. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And now
the mixture of 85% cosmic energy and 15% earth energy flows up the front two channels all the way to your crown chakra. Jetzt fließt eine Mischung von 85% kosmischer Energie und 15% Erdenergie den beiden vorderen Kanälen entlang nach oben und verlässt das Kronenchakra. And just see that golden fountain of energy flowing out of your crown chakra. Schau zu, wie dieser goldene Energiespringbrunnen aus deinem Kronenchakra ausströmt. Also, remember to see the mixture of cosmic earth energy flow across the shoulders, down the arms, and out the hand chakras. Und schau, wie ein Seitenstrom an den Schultern, den Armen entlang nach unten fließt und aus den Handchakren austritt. And give yourselves another deep breath. Gib dir noch einmal einen tiefen Atemzug. And remember, you're made out of joy. Und denk daran, dass du aus Freude bestehst. Yes, it makes it hard to be serious, doesn't it? Es ist dann nicht mehr so einfach, ernst zu bleiben, nicht wahr? So at least if you insist on being very serious about everything, be joyously serious. Wenn du darauf bestehst, sehr ernst zu sein in Bezug auf alles, dann mach es zu einem freudigen Ernst. Or you could try out being joyously serious. Oder du kannst es auch ausprobieren, wie es ist, freudig ernst zu sein. Either way probably will work. Wahrscheinlich geht es in beide Richtungen. And remember, to experience the joy that you are, you have to share it. Denk daran, damit du die Freude erleben kannst, die du bist, musst du sie teilen. You have to give yourself permission to express it. Du musst dir die Erlaubnis geben, sie zum Ausdruck zu bringen. And you could be expressing it in quiet meditation. Du kannst sie auch still in der Meditation ausdrücken. You don't have to jump around and dance and sing. Du brauchst nicht herumzuhüpfen und zu tanzen und zu singen. But you have to let it be. Aber du musst sie sein lassen. You have to let it come out of you. Du musst es zulassen, dass sie aus dir herauskommt. Then, even in your energy field, you'll start to have the joy shining. Dann wird diese Freude sogar in deinem Energiefeld leuchten. Then you won't be able to help but at least smile. Dann kannst du gar nicht mehr anders, als mindestens zu lächeln. Ah, yes. Notice what happens the more you start to allow yourself to express the joy within you. Nimm wahr, was passiert, wenn du dir immer mehr erlaubst, deine innere Freude auszudrücken. Okay, and remember what we're doing today. It's the judgments in your mind that forbid you from expressing that joy. Und denk daran, es sind die Urteile in deinem Denken, die es dir verbieten, deine Freude auszudrücken. It's all those, be quiet, don't say anything. Es sind all diese Stimmen, die sagen, sei still, sag nichts. And sit still, don't run around. Sitz still, renn nicht so viel herum. No laughing. Lach nicht. So all of those kinds of thoughts and images in your mind, as they start to come up to the surface, just let them go. Wenn jetzt all diese Gedanken und Bilder an die Oberfläche kommen in dir, dann lass sie einfach gehen. And as you let them go, just decide, oh, you have permission to express your joy. Und wenn du sie gehen siehst, dann denk daran, du hast die Erlaubnis, deine Freude auszudrücken. You don't have to believe the judgment pictures. Du brauchst nicht den urteilenden Bildern zu glauben. All right. So now would you imagine a rose, image of a rose out in front of you? Stell dir jetzt eine Rose vor dir. And just know, oh, that rose is just an image that you created in your mind. Und wisse,
Diese Rose ist nur ein Bild, das du innerlich erstellt hast. And you're seeing it in your mind. Und du siehst es auch innerlich. Now, would you imagine that image of the rose you're seeing explode in a flash of light? Und jetzt stell dir vor, wie dieses Bild dieser Rose, das du da vor dir siehst, in einem Blitz von Licht platzt. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. Now, would you imagine another rose out in front of you? Jetzt stell dir eine weitere Rose vor dir. And once again, remind yourself, oh yeah, that's an image I just created. Und denk wieder daran, das ist ein Bild, das ich soeben erstellt habe. I created it in my mind and I'm seeing it in my mind. Ich habe es innerlich erschaffen und ich sehe es innerlich. Now imagine that image exploding in a flash of light. Jetzt stellst du dir vor, wie dieses Bild platzt in einem Lichtblitz. And that explosion you just saw, you created as well. Auch diese Explosion, die du da gerade gesehen hast, hast du erschaffen. So as a soul, you create an image of every experience you ever have, moment by moment. Als Seele erstellst du Moment für Moment Bilder jeder Erfahrung, die du erlebst. And on top of that, you're able to create other images besides your experience. Und außerdem schaffst du noch weitere Bilder, die nicht nur deinen Erfahrungen entsprechen. Such as creating an image of a rose. So would you create another one? Etwa das Bild einer Rose. Schaff jetzt eine weitere Rose. And just as you look at that image of the rose, admire it. Und bewundere das Bild dieser Rose, die du da gerade erschaffen hast. Validate yourself as the spirit that you are, that you created it. Gib dir die Wertschätzung dafür, dass du als die Seele, die du bist, dieses Bild geschaffen hast. Now imagine that rose exploding in a flash of light. Jetzt stell dir vor, wie diese Rose platzt in einem Lichtblitz. And just notice images. You can create images. You can explode images. Und nimm wahr, wie du Bilder erstehen lassen und platzen lassen kannst. It's just organized energy. Es ist einfach organisierte Energie. And when you imagine it exploding, it's going back to just energy. Und wenn du dir vorstellst, wie sie platzt, dann wird sie einfach wieder zu ungeformter Energie. And you also communicate. As souls, you communicate through images in your mind. Als Seele kommunizierst du auch über Bilder, innerliche Bilder. Whenever you're talking to someone, whenever you're texting someone, you're creating images. Jedes Mal, wenn du dich mit jemandem unterhältst oder jemandem eine Nachricht schickst, hast du Bilder erstellt. When you're sharing of any of your life experiences through communicating with someone, you're looking at images. Wenn du Lebenserfahrungen mit jemandem teilst, dann betrachtest du entsprechende Bilder. So everything's energy, and whenever you experience something, you focus that universal energy into a certain kind of energy pattern, which is an image. Alles ist Energie, und wenn du etwas Bestimmtes erlebst, dann nimmst du von der universellen Energie und formst sie zu einem entsprechenden Bild. So you can have simple images that don't really look like anything you can identify. Es gibt ganz einfache Bilder, die nicht irgendetwas gleichen, was du kennst. Even if the image you create is just of the color green, you can identify it. Selbst wenn das Bild, das du erstellt hast, einfach der Farbe Grün entspricht, die du identifizieren kannst. And when I just mentioned that, every single one of you created an image of green. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, hat jeder einzelne von euch das Bild von Grün vor sich erstellt. And then you were looking at comparing that green with other images of green that you have in your memory. Und dann habt ihr dieses grüne Bild mit Bildern von anderem Grün verglichen, die ihr in eurem Gedächtnis habt. And that's why you know what I'm talking about.
Und deswegen wisst ihr ja auch, was ich meine, wenn ich grün sage. Now, if I made up a name for a totally strange color that you never seen before, you wouldn't be able to identify it. Wenn ich jetzt ein Wort erfinden würde, das eine Farbe bezeichnen würde, die ihr noch nie gesehen habt, dann könntet ihr euch kein Bild davon machen. But from possibly the words I use, you might go, oh, is he talking about this type of color or that type of color? Und aus den Wörtern, die ich verwende, könntet ihr euch vielleicht fragen, meint er jetzt diese Farbe oder jene Farbe? So you'll start to notice, if you really pay attention and become aware of how you work within your mind, you'll notice it's all pictures. Wenn man also genau darauf achtet, wie der Geist funktioniert, dann wird man feststellen, dass es alles Bilder sind. And then other pictures have a very identifiable visual component. Andere Bilder enthalten vielleicht visuelle Komponenten, die man genau bezeichnen kann. Such as it could contain a person's face or a body or a car or a house. Zum Beispiel das Gesicht oder den Körper eines Menschen oder ein Auto oder ein Haus. It could be a scenery, Eine Landschaft. or it could be like a computer or a tree. Ein Computer, ein Baum. So those are all images that you already have plenty of in your mind that you can compare it with and identify. Das sind alles Bilder, von denen ihr schon sehr viel Verschiedenartige in eurem Repertoire habt, mit denen ihr dann das neue Bild vergleichen könnt. So whenever I start to speak of pictures or images, most people think of those first. Wenn ich von Bildern spreche, dann denken die meisten Menschen zunächst an solche Bilder. They think of images as one visual image that they can identify as this is an image of something. Sie denken an sichtbare Bilder, die man als Bilder eines Gegenstandes identifizieren kann. But the way you create as a spiritual being in your mind, it's all images, whether it's the most simple to the most complex. Aber die Bilder, die wir als Seelen erstellen, gehen von ganz einfach bis äußerst komplex. And some images, you'll notice, oh, how do you know what the meal tasted like? Bei einigen Bildern weiß man auch genau, wie die Mahlzeit geschmeckt hat. Or how a song sounds, Oder wie das Lied geklungen hat. or a person's voice. Oder die Stimme eines Menschen. It's all part of the image. Das gehört auch alles zu diesem Bild. So an image that you create in your mind replicates every part of the experience. So wird ein Bild, das du innerlich erstellst, alle Aspekte einer Erfahrung beinhalten. So whenever you have an experience, then you taste something, you smell something, it's all part of the image. Wenn du eine Erfahrung hast, wo du auch etwas riechst oder schmeckst, dann ist das auch Teil dieses Bildes. And this is why images often, for most people, are considered reality. Und das ist auch der Grund dafür, dass die meisten Menschen Bilder für wirklich halten. So whenever you encounter an image in your mind, if it's so real, it has all the parts to what you experience, you might think it's happening again. Jedes Mal, wenn du innerlich einem Bild begegnest, das alle diese Aspekte enthält, dann kann es dir so real vorkommen, dass du denkst, es ereignet sich jetzt noch einmal. And this is why a lot of times people don't recognize a judgment as not real and just a picture in their mind, because they feel it and they smell it, they have a whole experience. Das ist auch der Grund dafür, dass Menschen oft ein Urteil nicht als Bild erkennen, weil sie ja alles innerlich hören, sehen, riechen und schmecken und eine umfassende Erfahrung davon haben. And even within that judgment, it could be the experience that it's absolutely true. Und es kann auch Teil dieses Bildes sein, dass dieses Bild der Wahrheit entspricht. This person is really
bad because he did this and this and this. Dieser Mensch ist wirklich böse, denn er hat dies oder jenes getan. Ah, interesting, isn't it? Ist das nicht interessant? The other thing about judgment, which makes it not true, is you create it after the fact. Ein anderer Grund dafür, dass Bilder nicht der Realität entsprechen, besteht darin, dass wir sie erst hinterher erzeugt haben. You only create a judgment image after you've already experienced the experience. Du hast das Bild dieses Urteils erst erschaffen, nachdem die Erfahrung schon vorbei war. Even if you created the judgment picture 1 nanosecond after your experience, it's still not part of the experience. Auch wenn das Urteil erst nur eine Nanosekunde nach der Erfahrung entstanden ist, ist es doch nicht Teil dieser Erfahrung. The judgment picture is still a separate picture from the picture of your experience. Das Bild dieses Urteils ist nicht dasselbe wie das Bild der Erfahrung. So the judgment is never a real or true part of the experience itself. Deswegen ist auch das Urteil nie ein realer oder wahrer Bestandteil der Erfahrung. So an example is it's only after a friend betrayed you that you can create a judgment picture that was a horrible thing your friend did. Wenn dich ein Freund verraten hat, dann kannst du erst nachdem dies passiert ist, das Bild erschaffen, dass dieser Mensch etwas Furchtbares getan hat. But the interesting thing here is even the judgment that your friend betrayed you is a judgment picture itself. Das Interessante daran ist, dass auch der Gedanke, dass dein Freund dich verraten hat, ein solches Bild ist, das ein Urteil enthält. But when you have this experience that you categorize as a friend betraying you, it seems like, but that's what happened. Wenn du die Erfahrung machst, die du so einordnest, dass ein Freund dich verraten hat, dann bist du der Meinung, ja, das ist ja so gewesen. It's true and I'm not lying, it's what I experienced. Es ist wahr, ich lüge nicht, ich habe das so erlebt. That feels like it totally. Es fühlt sich absolut so an. But the actual experience you might have had was your friend telling your boss at work that you just, the boss that you just introduced her to, some personal information about you that you told her in confidence. Aber das, was wirklich passiert ist, dass du deinem Chef deinen Freund vorgestellt hast und der hat dann deinem Chef etwas gesagt, was du deinem Freund im Vertrauen gesagt hattest. But where you were happy to introduce your friend to your boss. Du wolltest einfach deinem Chef deinen Freund vorstellen. And you totally didn't expect her to tell your boss about this personal information. Und du hast überhaupt nicht erwartet, dass er deinem Chef diese Information weitergeben würde. So you might have felt embarrassed in front of your boss and you couldn't understand why your friend said such a thing. So war dir das vielleicht schrecklich peinlich vor deinem Chef und du konntest nicht verstehen, warum dein Freund so etwas sagt. But on the other hand, your friend may not have known you told her that information in confidence, just to her. Dein Freund hat vielleicht nicht realisiert, dass du ihm diese Information nur im Vertrauen mitgeteilt hattest. Or she might have just forgotten. Oder er hat vielleicht in diesem Moment nicht daran gedacht. Or she may have mentioned it to your boss in support of you because in her mind, it was a good thing for your boss to know about you. Oder vielleicht hat er es deinem Chef gesagt in der Annahme, das sei gut für dich, das würde dein Ansehen fördern. So all of these are just a few of the possibilities. Das sind nur einige Möglichkeiten. And they're all subjective. Und sie sind alle subjektiv. It's you're experiencing one thing, she's experiencing the other thing. Du erlebst etwas und der andere erlebt etwas anderes. Even if each of you completely believe what you're going through is true. Auch wenn ihr beide
absolut überzeugt davon seid, dass das, was du durchlebst, wahr ist. So notice in this example, how much of what you might have long thought was so horrible or traumatic or painful about a life experience you had was actually mostly made up after the fact. An diesem Beispiel kannst du sehen, dass es manchmal vorkommt, dass das, was du an deinem Erlebnis so furchtbar und peinlich und schrecklich fandest, etwas ist, was du erst hinterher erfunden hast. And not only did you make it all up, no, other people made up their judgments afterwards and added to yours. Und nicht nur du hast etwas erfunden, sondern andere Menschen haben hinterher auch etwas erfunden. Und das hat sich an das angeheftet, was du erfunden hast. After all, how many times have you experienced telling someone of your experience and they're going, oh God, that's so horrible. Wie oft hast es du erlebt, dass du jemandem etwas erzählst und der andere sagt dann, das ist ja furchtbar. How could that person do that to you? Wie konnte dieser Mensch dir das antun? That person is insane. Dieser Mensch ist verrückt. Or a psycho. Oder verrückt. Same word. All those come afterwards. Das kommt erst hinterher. For example, it could be as simple as you just got out of bed and you're not quite in your body yet, and you stub your toe on the coffee table. Zum Beispiel etwas ganz Einfaches. Du stehst auf und bist noch nicht ganz im Körper und stößt dir den Zeh an einem Tischbein. And the instant you have that experience, ow, it hurt. Und in dem Moment schmerzt das. Then instantly after that, right afterwards, not even a second, half a second afterwards, you make a judgment picture of, how stupid can you be? Und eine halbe Sekunde später hast du geurteilt und sagst, wie blöd kann man nur sein? Why weren't you paying attention? Warum habe ich nicht aufgepasst? And besides, who put the coffee table there? Und außerdem, wer hat diesen Tisch überhaupt dahingestellt? What kind of stupid person would put the coffee table there where I can run into it? Was für ein Blödmann stellt diesen Tisch dahin, wo ich reinlaufen kann? So all those judgment pictures really have nothing to do with your experience of running into the coffee table. Das sind alles Urteilsbilder, die nichts damit zu tun haben, was du erlebt hast, als du mit diesem Tisch zusammengestoßen bist. But later on, even just a few minutes later or years later, you remember that experience and you go, oh yes, this horrible thing, this bad thing happened because some stupid person put this and I was being, blah, 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 like that. Und später, seien es 5 Minuten oder Jahre später, hast du mit dieser Erfahrung das Urteil verbunden, ja, da ist diese blöde Sache passiert, da habe ich nicht aufgepasst und irgend so ein Blödmann hat diesen Tisch dahingestellt. And you tell your friends about it with all the judgments and everything and the emotions and the pain, everything. Und du erzählst dann deinen Freunden davon, inklusive aller Emotionen und dem Schmerz und allem, was du erlebt hast. As if that was the true and real experience you had. Als ob das die wahre, reale Erfahrung sei, die du damals gemacht hast. Isn't this fun? Ist das nicht lustig? So when you really start to examine how creative you are. Wenn du mal darüber nachdenkst, wie kreativ du bist, dann musst du lachen. It's actually very, very funny. Das ist dann einfach komisch, lustig. If it didn't hurt so bad. Wenn es nicht so wehgetan hätte. But generally you'll find where you create all these afterthought judgments about an experience is where it's involving some sort of pain. Im Allgemeinen wirst du feststellen, dass wenn du nachträglich solche Urteile und Bilder erschaffen hast über eine Erfahrung, sind die oft mit Schmerz verbunden. Because that threatens your survival. Denn da ist dein Überleben in Frage gestellt. And you create those judgment pictures to try to protect yourself from the threat.
Und dann erschaffst du solche Urteilsbilder, um dich vor dieser Bedrohung zu schützen. And that's why judgment always comes from some level of fear. Und deswegen entstammt auch jedes Urteil irgendeiner Angst. You don't want to be part of whatever you're judging. Du willst nicht Teil dessen sein, was du da verurteilst. It's you dividing yourself, separating yourself from whatever you're judging. Du trennst dich ab von dem, was du beurteilst. And it doesn't matter if you're judging someone else or yourself. Unabhängig davon, ob du einen anderen Menschen oder dich selbst beurteilst. When you judge someone else, you're trying to separate yourself from that person. Wenn du einen anderen Menschen beurteilst, versuchst du damit, dich selbst von diesem anderen Menschen zu trennen. But you'll find that when you're separating yourself from another person, there's part of you separating from your true self. Aber du wirst feststellen, dass wenn du dich von einem anderen Menschen abtrennst, dann trennst du auch einen Teil von dir, von deinem wahren Selbst. Because what's your true self again? Worin besteht dein wahres Selbst nochmal? Spirit. Ach, Seele, Limitless and undivided. grenzenlos und ungeteilt. Which means there's only one spirit. Das bedeutet, Seele ist eins. And if you're spirit and the person you're judging is spirit, what happens? Und wenn du Seele bist und der andere, den du da verurteilst, ist auch Seele, was dann? And you decide, I don't want to have anything to do with you. Und du dann beschließt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. And that other person is spirit, your spirit. Der andere Mensch ist Seele, du bist Seele. So one part of you that's deciding, that's judging, separates away from spirit. Dann trennt sich der Teil von dir, der urteilt, von der Seele ab. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Yes, this is a very, very tough part for one's spiritual growth. Das ist eine sehr schwierige Sache im spirituellen Wachstum. So I'm sure all of you have heard many, many times, especially on spiritual things, don't judge. Ich bin sicher, ihr alle habt schon sehr oft in spirituellen Zusammenhang gehört, urteile nicht. But trying to not judge isn't going to work. Aber es funktioniert nicht, wenn man versucht, nicht zu urteilen. Because you're so completely, incredibly creative. You're creating all the time. Wir sind so unglaublich kreativ, dass wir gar nicht anders können, als die ganze Zeit etwas zu erschaffen. And you're not happy just creating. You're creating on top of what you created. Und es reicht dir nicht, einfach nur etwas zu erschaffen. Du erstellst dann weitere Dinge darüber, über das, was du geschaffen hast. So the actual experience you had was your creation. So dass die eigentliche Erfahrung, die du gemacht hast, deine Schöpfung ist. But you're so creative that you want to dress it up. Aber du bist so kreativ, dass du das noch einkleiden möchtest. So you created all kinds of stuff to go on top of the original experience. So erstellst du alles Mögliche, das über die ursprüngliche Erfahrung drüber gestülpt wird. So the most experiences you have in a day-to-day life, you don't do that with. Bei den meisten Erfahrungen, die du machst im Alltag, gehst du nicht so vor. You only do that with experiences that threatened you in some way. Du tust das nur mit Erfahrungen, von denen du dich in irgendeiner Weise bedroht gefühlt hast. So even if that experience was relatively minor, if it somehow threatened you, even for a little while, you might have created some judgment pictures about it. Selbst wenn es eine relativ unbedeutende Erfahrung gewesen ist, wenn du dich nur einen Moment davon bedroht gefühlt hast, wirst du irgendwelche Urteilsbilder darüber erstellen. Now, if you were to look at your whole life so far, Wenn du jetzt dein ganzes bisheriges Leben betrachten würdest, how many judgment pictures have you created? wie viele Urteilsbilder hast du da schon erstellt?
And how many judgment pictures have you created about judgment pictures? Und wie viele Urteilsbilder hast du über Urteilsbilder erstellt? Yes, most people who I see who are on a spiritual path, actively have judgment pictures about judgment pictures. Die meisten Menschen, die ich kenne, die aktiv auf einem spirituellen Weg sind, haben solche Urteilsbilder über Urteilsbilder. Yes. And so then they decide, oh, judgment is bad. Und dann beschließen sie, Urteilen ist schlecht. No, judgment picture is just like any other picture. It's just a picture. Nein, bei Urteilsbildern ist es genauso wie bei allen anderen Bildern. Es sind nur Bilder. It doesn't have any power of its own. Die haben keine Gewalt selbst an sich, until you invest your power in them. bis du selbst deine Kraft da hineinlegst. Yeah, where you become the effect of the picture, you believe in the picture. Wo du dann zum Ergebnis dieses Bild wirst und an das Bild glaubst. Essentially, you're the God that breathes life into the picture. Du bist der Gott, der diesem Bild Leben einhaucht. And all that is just choice. Und das sind alles bewusste Entscheidungen. Some pictures you put your life energy into, others you don't. Bei einigen Bildern einige Bilder versiehst du mit deiner Lebensenergie, andere nicht. So this is a major part of the practice of neutrality. Das ist ein großer Teil der Übung der Neutralität. Just notice your grounding. Nimm deine Erdung wahr. And give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And be aware of being in the center of your head. Und geh mit deinem Gewahrsein mitten in deinen Kopf. Just be aware in the center of your head. Sei mit deinem Gewahrsein mitten in deinem Kopf. And as you become more aware in the center of your head, notice, oh yeah, neutrality. Und denk daran, neutral zu bleiben. The more you're aware in the center of your head, the more neutral you become. Je stärker du mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf bist, desto neutraler wirst du. And you become more neutral, not because you're trying to be neutral. Du wirst nicht deswegen neutraler, weil du dich bemühen würdest, neutraler zu sein. You become more neutral because you become more yourself as the spirit that you are. Sondern weil du mehr zu der Seele wirst, die du bist. The more you're aware in the center of your head, the more spirit you become. Je stärker du mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf bist, desto stärker wirst du Seele. The more spirit you become, the less images you become. Je stärker du Seele bist, desto weniger Bilder werden da sein. Spirit is completely neutral, images are not. Die Seele, die geistige Welt ist vollkommen neutral. Bilder aber sind nicht neutral. Images are not neutral. Bilder sind nie neutral. Spirit is always neutral. Das Geistige ist immer neutral. So when you choose to be neutral, you choose to be spirit. Wenn du dich also dafür entscheidest, neutral zu sein, dann entscheidest du dich dafür, Seele zu sein. When you go unconscious and don't choose to be spirit, then you become pictures. Wenn du unbewusst wirst und dich nicht dafür entscheidest, Seele zu sein, dann wirst du zum Ergebnis dieser Bilder. And the more you start believing that the pictures that you're experiencing are your your reality. Und dann wirst du immer mehr die Bilder, die du da erlebst, für die Wirklichkeit halten. So give yourselves a deep breath again. Gib dir nochmal einen tiefen Atemzug. Check the earth energy flow in your legs and your cosmic energy flow coming down your back channels. Überprüf den Fluss der Erdenergie durch die Beine und den Fluss der kosmischen Energie entlang den 4 Kanälen, dem Rückgrat entlang. And the mixture of 85% cosmic, 15% earth energy up the front 2 channels and out the crown chakra like a beautiful golden fountain.
Und den Fluss der Mischung von etwa 85% kosmischer Energie und 15% Erdenergie den beiden vorderen Kanälen entlang nach oben und aus dem Kronenchakra hinaus wie ein wunderschöner goldener Springbrunnen. And make sure to check the arm channels and the energy flowing out of your hand chakras as well. Schau, dass die beiden Seitenströme über die Schultern, den Armen entlang nach unten und aus den Handchakren hinausfließen. Now, would you imagine a nice big rose image in front of you? Stell dir jetzt eine schöne große Rose vor dir vor. And notice that rose image is without judgment. Nimm It's just a wahr, rose. dass dieses Bild dieser Rose nicht mit irgendwelchen Urteilen verbunden ist. Es ist einfach eine Rose. But if you'll let that rose be there, and notice if you've been noticing any kind of judgment coming up in your mind. Lass diese Rose einfach da stehen und nimm wahr, ob in deinen Gedanken irgendwelche Urteile hochgekommen sind. Let those images go into that rose. Lass all diese Bilder in diese Rose hineingehen. And then go ahead and imagine that rose with all those images exploding in a flash of light. Und dann stell dir vor, wie diese Rose mit allen Bildern darin platzt in einem Lichtblitz. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And now would you imagine a gigantic gold sun above your head full of life? Und stell dir jetzt eine riesige goldene Sonne über deinem Kopf vor, voller Lebenskraft. And then just imagine bringing all that golden sun full of life energy, full of joy, celebration into your whole space. Stell dir vor, wie du dieses ganze goldene Sonne mit aller Freude und aller Lebensenergie darin in deinen Raum hineinbringst. Okay, and when you're done with that, just stretch. Wenn du And den ganzen Raum ausgefüllt hast, dann streckst du dich and gently bend on over and come on out. beugst dich sanft vornüber und kommst wieder her. All right. So I know we said 11:20, but I think we'll take a break now before I go into the next part. Ich glaube, wir machen jetzt eine Pause, bevor wir uns auf den nächsten Teil einlassen. All righty. So 20-minute break. Everyone back. Welcome back. Okay. Barbara, you ready? Almost. Almost. I'm getting there. Okay. Sorry. You look like the pilot in a in the cockpit, just pushing all the. Everyone, fasten your seatbelts, and we'll. Okay. If you'll give yourselves a deep breath again. Gib dir nochmal einen tiefen Atemzug. And it's a good idea to continue to breathe. Es ist auch gut, wenn ihr weiterhin atmet. If you hold your breath too long, you'll be totally spirit, no body. Wenn ihr den Atem zu lange haltet, dann werdet ihr nur noch Seele sein und gar keinen Körper mehr haben. All right. Now go ahead and close your eyes. Schließe die Augen. Both feet flat on the floor. Stell beide Füße flach auf die Erde. Check your grounding. Überprüfe deine Erdung. That tree trunk from the first chakra to the center of the earth, please. Der Baumstrunk erstreckt sich von deinem ersten Chakra bis mitten in die Erde hinein. Be aware in the center of your head. Bleib mit deinem Gewahrsein mitten in deinem Kopf. And just check the earth energy flowing into your feet chakras. Schau, dass die Erdenergie durch deine Fußchakren einfließt. And flowing through your leg channels all the way to the first chakra through the knee chakras. Über die Kniechakren, durch die Beinkanäle bis ins erste Chakra hinein. And then just become aware of the cosmic energy flowing in from your crown chakra down those 4 channels to the first chakra.
Und dann nimm wahr, wie die kosmische Energie über dein Kronenchakra, den 4 hinteren Kanälen entlang nach unten strömt bis ins erste Chakra. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And the mixture of cosmic energy and earth energy, about 85% cosmic, 15% earth energy up the front 2 channels. Und die Mischung von etwa 85% kosmischer Energie mit 15% Erdenergie, den beiden vorderen Kanälen entlang nach oben. And out the crown chakra like a beautiful golden fountain. Und aus dem Kronenchakra hinaus wie ein wunderschöner goldener Springbrunnen. And as that energy is flowing up the front 2 channels, they branch out across the shoulders, down the arms, and the energy flows out your hand chakras. 2 Seitenströme fließen über die Schultern, den Armen entlang nach unten und treten aus den Handchakren aus. And once again, as you're in the center of your head, notice the neutrality. Und wenn du mit deinem Gewahrsein mitten in deinem Kopf bist, dann nimm auch die Neutralität wahr, die dort herrscht. And just decide to be neutral in relationship to whatever you experience. Entscheide dich einfach dafür, neutral zu sein in Bezug auf all das, was du erlebst. And the practice of neutrality is all important in freeing yourself from judgments. Das Üben von Neutralität ist wahnsinnig wichtig, wenn man sich von Urteilen befreien möchte. And as you're practicing being neutral, the first part is whatever you're experiencing already, just be neutral to those experiences. Der erste Schritt zur Neutralität besteht darin, einfach das, was man erlebt, sein zu lassen. Because reactions are just reactions. Reaktionen sind einfach Reaktionen. You can't prevent a reaction because you only know it happened afterwards. Man kann eine Reaktion nicht verhindern. Man erkennt sie erst, wenn sie schon abgelaufen ist. Reactions are not you as a spiritual being deciding to create something new. Reaktionen sind nicht eine bewusste Schöpfung von dir als kreativer Seele. Reactions are strictly mechanical. Reaktionen sind etwas rein Mechanisches. It's like pushing a button and something happens. Man drückt auf einen Knopf und es geschieht etwas. When you push the same button, the same thing always happens. Wenn man einen Knopf drückt, dann passiert immer dasselbe, wenn es derselbe Knopf ist. Of course, the reactions are all going on in your mind. Die Reaktionen vollziehen sich innerlich. There's thought reactions and there's emotion reactions. Es gibt gedankliche Reaktionen und es gibt emotionale Reaktionen. Most reactions have both. In den meisten Reaktionen ist beides enthalten. So whenever you notice a reaction happening in your mind, just be neutral to it. Wenn dir eine Reaktion auffällt, die in dir passiert, dann bleib einfach neutral. Because the reactions happening don't harm you. Die Reaktionen, die ablaufen, fügen dir keinen Schaden zu. It only harms you when you become the reactions. Es fügt dir nur dann einen Schaden zu, wenn du selbst zu dieser Reaktion wirst. For example, if you notice all of a sudden there's an anger reaction happening. Wenn dir zum Beispiel plötzlich auffällt, dass du eine Reaktion der Wut hast. As long as you're neutral to the anger and just being aware, oh, there's an anger reaction, there's no problem. Solange du neutral bleibst und einfach wahrnimmst, ach, da habe ich mit Wut reagiert, ist es kein Problem. But if you're not aware of the reaction and you just decide you're angry, then it's a problem. Wenn dir aber nicht klar ist, dass es nur eine Reaktion ist und du dann denkst, du seist wütend, dann gibt es ein Problem. So what most people consider an angry reaction of somebody yelling in anger, that's when they become the reactions. Wenn jemand zum Beispiel schreit vor Wut, dann ist er schon zu dieser Wut geworden. But
before they become the reaction, oh, if they were neutral, they'll be aware of the reaction. Wenn der Mensch neutral geblieben wäre, wäre er sich dieser Reaktion bewusst. And you've had those a lot of times too. Das ist euch sicher oft passiert. The mental reaction is, I'm going to kill this person. Innerlich reagiert man so, dass man denkt, den bringe ich um. But you don't end up killing the person. Aber schließlich tut man das nicht. Hopefully. Hoffentlich. So that's when you're aware, oh, that's just a mental reaction. Das ist einfach eine mentale Reaktion, derer man sich gewahr ist. It's not something I actually would like to do. Es ist nicht etwas, was ich wirklich in Betracht ziehe zu tun. But a lot of times when you have a mental reaction like I'm going to kill this person, there's a lot of anger. Wenn man eine solche Reaktion hat wie, den bringe ich um, dann steht da sehr viel Wut dahinter. But the anger is a reaction too. Die Wut ist auch eine Reaktion. So you just realize, oh yeah, that's just a reaction. Dann merkst du, das ist einfach eine Reaktion. And what's a reaction? Was ist eine Reaktion? It's just images that you put your creative energies into. Es sind Bilder, in die man die eigene schöpferische Energie gelegt hat. Then you experience it as it's happening. Dann erlebt man das so, als ob das so geschehe. To the extent that you put your power into the reaction, the more it feels real. Je mehr man die eigene Kraft in diese Reaktion hineinlegt, desto realer fühlt sie sich an. When you take your energy out of those pictures, then it's not real. Wenn du deine Energie wieder herausnimmst aus diesen Bildern, dann sind sie nicht mehr real. That's what the purpose of putting pictures in a rows and exploding them is. Das ist auch der Zweck dessen, dass wir Bilder in eine Rose legen und dann das Ganze platzen lassen. So go ahead and imagine an image of a rose out in front of you. Stell dir das Bild einer Rose vor dir. And then just imagine that rose exploding in a flash of light. Und dann stell dir vor, wie diese Rose platzt in einem Lichtblitz. Yeah. Yes, some of you are starting to really explode those roses because then it shows up as little bright flashes right by your hairline. Einige von euch fangen wirklich an, diese Rosen platzen zu lassen. Ich sehe dann kleine Lichtblitze an eurem Haaransatz. And you'll start to notice the difference when you actually explode the rose. Und ihr werdet einen Unterschied feststellen, wenn ihr die Rose wirklich platzen lässt. And remember, no effort. Und denkt daran, keine Anstrengung. It's just like everything is easy, just imagining it exploding, no effort. Es ist alles ganz leicht. Du stellst dir vor, dass etwas da ist, dann stellst du dir vor, dass das platzt, ohne Anstrengung. It feels like you're not doing anything. Es fühlt sich an, als ob du gar nichts tun würdest. It feels like it's just happening on its own. Es fühlt sich so an, als geschehe es einfach von selbst. But it's happening because you're deciding it. Aber So. es geschieht deswegen, weil du dich dafür entschieden hast. All right, give yourselves another deep breath. Gib dir nochmal einen tiefen Atemzug. And notice how simple as you create, just start creating and exploding roses. Und schaffe weiter Bilder von Rosen und lass die wieder platzen. And notice what starts to happen as you're just doing that. Nimm wahr, was geschieht, wenn du das weiter machst. What do you notice happening in your space? Was passiert da in deinem Raum? Was fällt dir auf? What do you notice happening with your awareness? Was passiert mit deinem Bewusstsein? What do you notice happening with your neutrality? Was passiert mit deiner Neutralität? What do you experience happening with your energy? Was passiert mit deiner Energie? How many of you notice it's getting a little brighter inside? Wie vielen von euch fällt auf, dass es ein bisschen heller wird in euch? A little bit lighter in feeling? Ein bisschen leichter fühlt es sich an. Yeah. A little clearer in your awareness. Ein bisschen klarer im Bewusstsein. So this is just
randomly creating and destroying some roses. Einfach nur, weil wir ganz zufällig ein paar Rosen erschaffen und sie wieder platzen lassen. Now, part of this is because you're starting to reclaim your creative power. Es liegt zum Teil daran, dass du jetzt beginnst, deine schöpferische Kraft wieder in Besitz zu nehmen. You're giving yourself permission to create images and destroy them. Du gibst dir selbst die Erlaubnis, Bilder zu erschaffen und wieder zu zerstören. And you're starting to practice more awareness of having more awareness that, oh yeah, these are just pictures I'm making up. Und du übst dich darin, dir dessen gewahr zu werden, dass das, was du da erstellst, nur Bilder sind. And you create judgments the same way you create those roses. Urteile erstellst du genau gleich, wie du Rosen erstellst. And so know that to blow up those judgment pictures, they're just as easy. Und deswegen ist es auch genauso leicht, Urteilbilder platzen zu lassen wie Rosenbilder. And again, the only thing that makes it seem hard at times is believing in the judgments as true. Es sieht nur deswegen manchmal aus, als sei es schwieriger, weil man an diese Urteilsbilder glaubt und sie für wahr hält. And of course, a judgment picture is just one picture, but generally when you're in judgment, you have lots of judgment pictures going on at the same time. Ein Urteilsbild ist nur ein Bild, aber wenn man sich im Urteilen befindet, dann hat man normalerweise viele Urteilsbilder gleichzeitig. So just to take a look at this a little bit more, would you create a new image of a rose out in front of you? Wir wollen das jetzt noch etwas näher betrachten. Erstelle ein weiteres Rosenbild vor dir. And allow the image that you're having a difficult time with, an experience you had already in the past that you're still having a difficult time forgiving, letting go of, not letting it affect you. Und lass das Bild einer vergangenen Situation oder eines Ereignisses entstehen, das dir heute noch Schwierigkeiten macht, das du noch nicht vergeben oder loslassen konntest. The experience that whenever you think about it, you still feel the anger or the guilt or the fear, whatever. Eine Erfahrung, bei der du jedes Mal, wenn du daran denkst, noch immer die Scham, die Schuld oder die Angst verspürst. And as you have that image on top of that rose in front of you, just be neutral to it and look at it. Und stell dieses Bild da auf die Rose vor dir und bleib neutral und betrachte es. And as you're aware of that image in neutrality, you can still feel it. You're aware of whatever the experience is. Wenn du dieses Bild betrachtest, bist du dir zwar immer noch bewusst, wie es sich anfühlt, diese Erfahrung zu machen, But you're just letting it be. aber du lässt es einfach sein. You don't have to try to solve it. You don't have to fight it. You don't have to run away from it. Du brauchst es weder zu lösen, noch dagegen anzukämpfen, noch davor wegzulaufen. Now let's take a look at what makes this particular experience difficult for you to let go of. Und jetzt schau mal, was an dieser Erfahrung ist so schwer für dich loszulassen. Well, within this, you'll find judgments. Du wirst Urteile damit verbunden finden. So I'd like you to notice, oh yeah, what judgments are you still holding on to about this experience? Nimm wahr, an welchen Urteilen in Bezug auf diese Erfahrung du dich immer noch festhältst. You might notice that the judgment is, this was really terrible. This is horrible. Vielleicht stellst du fest, dass das Urteil lautet, das war furchtbar, das war schrecklich. Or it's unforgivable. Oder das ist nicht zu vergeben. Or you might have a judgment, I could never forgive myself for going through this. Vielleicht hast du ein Bild, das besagt, ich werde mir nie verzeihen, dass ich das so gemacht habe. Or he did this to me, or she did this to me.
Oder er hat mir das angetan, sie hat mir das angetan. So notice all kinds of thoughts and feelings that are associated with the actual experience you had. Nimm all die Gedanken und Gefühle wahr, die mit der Erfahrung verbunden sind, die du damals gemacht hast. And as you're looking at that, I'd like you to just be neutral and let anything show up. Just Und let everything be. während du das machst, bleibst du einfach neutral. Du lässt zu, dass sich alles zeigt, dass alles hochkommt und du lässt alles einfach sein und stehen. And you might start to find other kinds of judgment pictures that's telling you, you have to do something about it. Vielleicht stellen sich weitere Urteilsbilder ein, die besagen, da musst du unbedingt was tun. I can't stand it. Das halte ich nicht aus. Do something about it. Mach etwas damit. Change it. Verändere es. Control it. Kontrolliere es. Stop it. Bring es zum Aufhören. Figure it out. Komm, denk darüber nach, was es bedeutet. You have to solve the problem, Du musst das Problem lösen, or you'll never be happy again. sonst wirst du nie wieder glücklich sein. So on it goes. You might notice some pictures like that, and many of you will probably experience and see many more. Vielleicht habt ihr solche oder ähnliche Bilder, vielleicht kommen aber noch viel mehr Bilder. And as you're noticing all this, would you create another rose out in front of you next to those rows and the picture above it? Nimm das alles wahr und erstelle neben der ersten Rose mit dem Bild darüber eine weitere Rose. And all the judgment pictures that are starting to surface in your awareness, would you just put it in the second rose? Und lege jetzt alle Urteilsbilder, die dir bewusst werden, in diese zweite Rose hinein. Just take a look and recognize, oh yeah, these are just judgment pictures on top of the experience. Schau zu und nimm wahr, dass das einfach Urteilsbilder sind, die sich der Erfahrung überlagert haben. It's judgment pictures I associated with the original experience. Es sind Urteilsbilder, die du mit der ursprünglichen Erfahrung in Verbindung gebracht hast. And notice at the base of all judgments, there's the division of, oh, you like or you don't like it. Und nimm wahr, dass die Grundlage jedes Urteils darin besteht, dass du etwas magst oder nicht magst. If you'll notice what you might consider to be negative judgment against something is, oh, you don't like it. Nimm wahr, dass alle negativen Urteile gegen etwas besagen, dass du das nicht magst. And then what you might consider positive judgment is always associated with an experience you like. Während positive Urteile immer mit Erfahrungen verbunden sind, die wir mögen. But the amusing thing is every experience you'll find, oh, there's certain parts of it that you really like and other parts you don't like and other parts you don't care. Das Lustige ist ja, dass es bei jeder Erfahrung Teile gibt, die wir mögen, andere, die wir nicht mögen und andere, die uns egal sind. So you're now looking much more deeply at the truth of your experience. Du schaust jetzt sehr viel tiefer auf die Wahrheit dessen, was du da erlebt hast. And as you're looking at the truth, the fundamental truth of the experience, you're finding all the lies that are associated with that experience. Und wenn du die grundlegende Wahrheit betrachtest, die damit zusammenhängt, dann siehst du automatisch auch alle Lügen, die da drauf gepfropft wurden. And what I mean by lies is it's not really part of the experience. Mit Lügen meine ich alles, was nicht wirklich Teil dieser Erfahrung ist. These are all afterthoughts Es sind alles nachträgliche Gedanken, and after reactions. nachträgliche Reaktionen. All right, give yourselves a deep breath Gib dir einen tiefen Atemzug and continue. Just let any of those judgment pictures coming out go into that second rose. und lass weiter alle Urteilsbilder, die da hochkommen, in die zweite Rose hineingehen. And when you have all those pictures, judgment pictures in that second rose, would you just imagine that second rose
exploding in a flash. Und wenn sie alle drin sind, dann stellst du dir vor, wie die zweite Rose mit allem, was drin ist, in einem Lichtblitz platzt. Now you might notice if there were any kind of a refusal to let go of the judgments. Du stellst jetzt vielleicht fest, ob du dich irgendwo geweigert hast, diese Urteilsbilder loszulassen. Those are judgment pictures as well. Auch das sind Urteilsbilder. And a lot of times those kinds of judgment pictures sound like, but no, he really did that to me. Diese Art von Urteilsbildern äußert sich zum Beispiel im Satz, doch, das hat er mir wirklich angetan. I have the scars to prove it. Ich habe die Narben, die das beweisen. It still hurts. Es tut immer noch weh. And it's not fair. Es ist ungerecht. How can you say it's right? Wie kannst du sagen, es sei richtig? She was my best friend. Sie war meine beste Freundin. How could she possibly do something like that? Wie konnte sie mir so etwas antun? He's my father. Er ist mein Vater. They should know better. Der sollte es besser wissen. I should have known better. Ich hätte es besser wissen sollen. It ruined my life. See? Das hat mein Leben ruiniert, siehst du? They took my happiness away. Sie haben mir mein Glück gestohlen. It was a crime. Es war ein Verbrechen. The jury convicted them. Die Jury hat sie verurteilt. So all those pictures. All diese Bilder. So notice when you have those are judgment pictures about the judgment pictures, about the judgment pictures, about the experience. Das sind Urteilsbilder über Urteilsbilder, über Urteilsbilder, über die ursprüngliche Erfahrung. And the purpose for all these pictures is to make the experience with the judgments, with the emotions, with everything real and true. Diese Bilder haben zum Ziel, die Erfahrung mit allen Reaktionen, die damit zusammenhängen, an Gedanken und Urteilen und Emotionen real und wahr zu machen. And why would anybody want to make it more real and more true? Warum könnte es jemandem daran gelegen sein, solche Erfahrungen real und wahr zu machen? Especially if it was a traumatic or dangerous or, life-threatening experience. Vor allem, wenn es eine traumatische, bedrohliche, lebensbedrohliche Erfahrung gewesen ist. It's because at the time it was a life-threatening type of experience. You had to remember it so you'll never go through it again. Weil es damals so lebensbedrohlich war, bist du darauf angewiesen, dich daran zu erinnern, damit du nicht noch einmal in eine solche Situation geraten kannst. The only problem is when you hold on to something like that and keep resisting it, it will happen again in some form. Das Problem besteht nur darin, dass wenn man sich an so etwas festhält und es nicht loslassen kann, dann wird es sich so oder ähnlich noch einmal ereignen. The only way to kind of guarantee that some experience won't happen again is if you fully forgive it. Die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass sich eine Erfahrung nicht wiederholt, besteht darin, dass man sich und der Situation voll und ganz vergibt. Or a simpler way to say it is when you see the truth of that experience. Einfacher gesagt, wenn man die Situation, diese Erfahrung in ihrem wahren Wesen erkennen kann. Seeing the truth of an experience and forgiving yourself of that experience is exactly the same. Wenn man die Wahrheit in einer Erfahrung erkennen kann, ist das genau dasselbe, wie wenn man sich selbst diese Erfahrung vergibt. Because forgiving is seeing the truth. Vergeben bedeutet, die Wahrheit zu erkennen. And when you see the truth about something, all the lies you've been holding on to about it go away. Wenn man die Wahrheit erkennt, dann fallen alle Lügen in diesem Zusammenhang weg. So that's why forgiving isn't actually a thing you do.
Deswegen ist Vergeben nicht etwas, was man tun kann. Even though most people consider, oh yes, I will forgive you, like you're doing something to the other person. Die meisten Menschen stellen sich das so vor, ich werde dir vergeben, also dass sie dem anderen gegenüber etwas tun. So as long as, let's say, if you're trying to forgive someone for something, you keep on trying to do something to them as forgiveness, it's not going to work. Solange man versucht, einem anderen Menschen auf diese Weise zu vergeben, indem man etwas tut in Bezug auf ihn, wird es nicht funktionieren. The minute you see the truth, there's nothing to hold on to. Im Moment, wo man die Wahrheit erkennt, gibt es nichts mehr, woran man festhalten könnte. No one is going to hold on to a flimsy lie when they experience the truth itself. Niemand wird sich an einer flüchtigen Lüge festhalten, wenn er die Wahrheit erkannt hat. In the light of truth, lies cannot persist. Im Lichte der Wahrheit kann die Lüge nicht überdauern. So once you know the truth, all the lies go away and there's nothing left for you to forgive. Sobald du die Wahrheit erkannt hast, weichen alle Lügen und es gibt nichts mehr, was man vergeben müsste, Because you're not holding on to any lies anymore. weil man sich nicht mehr an Lügen festhält. So notice how, as you're looking at how you really created this from an actual experience, you made it into something way different, way more. Schau mal zu, wie du etwas, was ursprünglich einfach eine Erfahrung gewesen ist, zu etwas viel Größerem und Wichtigerem gemacht hast, nachträglich. Then it persists in your memory, in your mind, in your memory, as something real that's still going on. Und wie du dadurch dafür gesorgt hast, dass du das innerlich festhältst als etwas, was immer noch andauert und immer noch real ist. And in the more intense experience of it, every time you even think about it, you relive the whole lie. So dass du jedes Mal, wenn du daran zurückdenkst, die ganze Lüge nochmal erlebst. And that's what's generally called PTSD. Und das nennt man dann posttraumatische Stressbelastung. But if you get to the truth of it, you'll separate out all the judgments and everything as, nothing more than add-ons to the experience. And then everything goes away. Wenn du aber zur Wahrheit vorgestoßen bist, dann willst du alles andere einfach erkennen als Dinge, die du nachträglich hinzugefügt hast, und dann weicht alles von dir. So then, again, getting to know yourself, your true self, as you discern all the different lies that's been governing your mind, and you blow them up, you let them go, you forgive them, forgive yourself of them, then you get to know yourself more and more. Je mehr von den Lügen, an denen du festgehalten hast, du erkennst, loslässt und dir dafür vergibst, desto mehr erkennst du dich selbst als dein wahres Selbst. And this is a major part of the purpose of meditating. Das ist auch einer der wichtigsten Gründe dafür, dass wir meditieren. When you look to yourself, are you looking at images of yourself or to the truth of yourself? Wenn du dich selbst betrachtest, betrachtest du dann Bilder von dir oder das, was du in Wahrheit bist? And forgiving yourself boils down to seeing the truth of yourself rather than believing in the lies about yourself or the images about yourself. Sich selbst zu vergeben bedeutet, zu erkennen, wer man in Wahrheit ist und dann die Lügen loszulassen, die Bilder, die man hatte von sich. Any of you in here ever even slightly believe in a lie such as, I'm not good enough?
Passiert es irgendwem von euch irgendwann mal, dass ihr auch nur im geringsten an eine Lüge glaubt, die so etwas Ähnliches besagt wie, ich bin nicht gut genug or I'm ugly, oder ich bin hässlich or I'm not beautiful enough, oder ich bin nicht schön genug or I'm stupid. oder ich bin dumm. What an idiot I was. Was war ich für ein Idiot? uh, or I made a terrible mistake. Oder ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Oh, did you ever notice whatever in your life you call a mistake, whether you made the mistake or somebody else made the mistake, it's a judgment after the fact. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du festgestellt hast, du oder ein anderer Mensch hätte einen Fehler gemacht, dass dieses Urteil immer nachträglich gefällt wird? Whatever it was that you did that later on you called the mistake or even a terrible mistake, oh, when you made it, you weren't making a mistake. Was immer du getan hast, was du später als Fehler oder als furchtbaren Fehler definiert hast, war in dem Moment, wo du es getan hast, kein Fehler. For whatever reason, you were just doing what you just did. Aus irgendeinem Grunde hast du das getan, was du gerade getan hast. At the time, you did it based on what you knew at the time. In dem Moment hast du danach gehandelt, was du in diesem Moment wusstest. Only after you did it, you had more awareness or more knowledge to look back at what you did, and then you called it a mistake. Erst nachträglich, als du schon über mehr Informationen verfügt hast, hast du auf dieses Handeln zurückgeschaut und hast es nachträglich als Fehler eingestuft. Even if that was just 1 second later. Auch wenn es nur eine Sekunde nachher gewesen ist. So when you did something that ended up hurting someone, it's just a moment later when you realize what the result of it was, then you said that was a big mistake. Wenn du einmal etwas getan hast, was einen anderen Menschen verletzt hat, dann war es erst einen Moment später, wo du seine Reaktion beobachtet hast, dass du das als Fehler eingestuft hast. And so this refusal to forgive yourself is something that you may come across from time to time. Vielleicht fällt dir von Zeit zu Zeit auf, dass du dich weigerst, dir selbst zu vergeben. Because the fear is if you forgive yourself, then you're going to do it again. Du fürchtest, wenn du dir vergibst, dass du das nochmal tun könntest. So there's a part in your mind that preserves painful experiences so you won't forget it. Es gibt einen Teil in dir, der schmerzhafte Erfahrungen festhält, damit du sie nicht vergisst. And it considers it important that you can't forget that because then you'll do it again. Es ist deswegen wichtig, es nicht zu vergessen, damit man es nicht wieder tut. That part of the mind is like a computer. Dieser Teil unseres Inneren ist wie ein Computer. It's not creative. Er ist nicht kreativ. It just follows instructions. Er folgt einfach irgendwelchen Anweisungen. But the instructions aren't really correct. Aber die Anweisungen sind nicht richtig. It just holds on to pain because in order to survive. Es hält sich an Schmerz fest, um das Überleben zu sichern. But does holding on to pain help you survive? Hilft einem denn das Festhalten an Schmerz beim Überleben? No, you'll do so much better if you didn't have the pain. Nein, es ginge dir so viel besser, wenn du diesen Schmerz loslassen könntest. But that part of the mind, the survival part of the mind, holds on to it to say, I don't want this ever to happen again. Aber der innere Teil, der mit dem Überleben befasst ist, hält sich daran fest und sagt, das kann ich nicht loslassen. Ich muss dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht.
But as long as you resist anything, if you resist it long enough, it's going to happen again. Wenn du irgendeiner Sache lange genug Widerstand entgegensetzt, dann wird sie sich wieder ereignen. And that's why it doesn't really work for you to try to not do something. Deswegen funktioniert es auch nicht, wenn man sich vornimmt, etwas nicht zu tun. Because you're putting your creative energy into the picture of the thing you're supposed to not do. Denn wenn man das tut, dann versieht man das innere Bild, das vorstellt, was man nicht tun soll, mit Energie. So then, in a creative sense, it translates into do that very thing. Und das wird dann kreativ umgesetzt in die Anweisung, tu genau das. It's hilarious, isn't it? Es ist lustig, nicht wahr? Not so hilarious and fun after you do it, Nicht mehr so lustig, nachdem man es getan hat, but how it works. aber in der Funktionsweise. So, how do we get to experience the joy that we're made out of? Wie können wir jetzt dazu kommen, die Freude zu erleben, aus der wir bestehen? It's in the truth of who we are. Sie ist die Wahrheit dessen, was wir sind. And that's why we have to be able to forgive the lies we put toward ourselves in order to experience it. Deswegen müssen wir die Lügen vergeben, die wir uns vorhalten, damit wir die Freude erleben können. And a lie in this context is any picture you made about something. Eine Lüge in diesem Zusammenhang bedeutet irgendein Bild, das du über eine Erfahrung erschaffen hast. So a picture you even create about the truth is technically a lie. Auch ein Bild, das du über die Wahrheit erstellt hast, ist genau gesehen eine Lüge. And a lot of people walk around believing that they know the truth because they're looking at a picture of the truth. Viele Leute laufen herum im Glauben, sie kennen die Wahrheit, weil sie das Bild dieser Wahrheit vor Augen haben. And that's very different than knowing the truth. Das ist aber ganz etwas anderes, als die Wahrheit zu kennen. So you're constantly, the main thing about your clairvoyant development is you're always looking and seeing whether is this the truth or is it a picture? Das Wichtigste an der Entwicklung der Hellsichtigkeit ist, dass man immer wieder hinschaut und sich fragt, ist das die Wahrheit oder ist das ein Bild? All right. Now, would you go ahead and if you still have that rose with the experience that you had difficulty letting go of, notice what that looks like. Schau Ja. noch einmal, ob du dieses Bild dieser Rose und darüber das Bild dieser schwierigen Erfahrung noch vor dir hast und dann schau, ob es sich verändert hat. Wie sieht es jetzt aus? So as you blew up all those judgment pictures about that original picture of the experience, how much more neutral are you to the experience? Wie viel neutraler bist du der Erfahrung, der ursprünglichen Erfahrung gegenüber geworden, indem du alle Urteilsbilder in Zusammenhang mit ihr hast platzen lassen? Is there anything left in you, in your mind, where as you look at the original experience, there's something still going, but that was, but I have to, anybody experience that little bit left, still going on. Yes. And wants to justify. Ist in go dir ahead. noch etwas übrig geblieben in Bezug auf diese Erfahrung, was noch nicht gelöst ist, das sagt, ja, aber es ist doch. Hilarious, isn't it? Lustig, Yes. oder? But now some of you are smiling about it. Jedenfalls lächeln jetzt einige von euch darüber. So this is what you're looking at is what makes forgiving difficult. Das, was du da betrachtest, das macht es dir schwer zu vergeben. It's really not difficult, but it seems difficult Es ist in Wirklichkeit nicht schwierig, es sieht nur so aus. because you start fighting with
these images that are saying, no, it can't, no, but it's not. Weil du anfängst, gegen diese Bilder anzukämpfen, die sagen, nein, aber so ist es nicht, es ist doch. And if you pay attention to what it's fighting against you, you'll notice it's justifying, rationalizing. Wenn du dir das bewusst machst gegenüber das, wogegen du da ankommst, kämpfst, dann wirst du feststellen, es ist rationalisieren, rechtfertigen. And it's trying to prove to you and convince you that, no, this is the truth. Du versuchst dich zu überzeugen, dir zu beweisen, dass das die Wahrheit sei. If you let this go, you'll die. Wenn du das loslässt, dann stirbst du. If you let this go, you'll suffer more. Wenn du das loslässt, wirst du noch mehr leiden. If you let this go, the pain will never go away. Wenn du das loslässt, dann wird der Schmerz nie vorbeigehen. And worst of all, if you let this go, it'll happen to you again. Und das Allerschlimmste, wenn du das loslässt, wird es dir wieder passieren. And what kind of judgment pictures do you often create after having a very painful or traumatic experience? Welche Art von Urteilsbildern erschaffst du oft nach einer schwierigen oder traumatischen Erfahrung? I'm never gonna do this again. Das mache ich nie wieder. Or I never want to go through this again. Das will ich nie wieder erleben. And you start to create what, according to the ego, you have to do in order to not have this again. Und dann fängst du das an zu erschaffen, was dir dein Ego sagt, musst du tun, damit du das nie wieder erlebst. But as long as you follow the ego, you're going to go through it again. Aber solange du dem Ego Folge leistest, wirst du es wieder erleben. Because ultimately the ego doesn't work for you. Denn schlussendlich arbeitet das Ego nicht für dich. It's constantly working against the real you. Es arbeitet ständig gegen das wahre Ich. It wants you to believe you're the made up you. Es will dich glauben lassen, dass du ein erfundenes Ich bist. Okay, so go ahead and explode any of those roses. Lass jetzt all diese Rosen platzen, die da noch sind. Now, would you create a new rose out in front of you? Erstell jetzt eine neue Rose vor dir. Yeah, let's take a look at another experience. Wir wollen noch eine weitere Erfahrung betrachten. Above that rose, let an image appear of another experience that you're still holding on to for some reason. Lass jetzt über diese Rose das Bild einer weiteren Erfahrung erstehen, an der du aus irgendeinem Grund noch festhältst. Yeah, just check your grounding, be in the center of your head. Überprüf deine Erdung, bleib in der Mitte deines Kopfes. And make sure your energy is still running. Schau zu, dass deine Energie weiter strömt. And we just say hello to your crown chakra. Begrüße dein Kronenchakra. And just bring that crown chakra to gold, please. Und bring das Kronenchakra in eine goldene Farbe. So I know most of you have been really working on being able to forgive. Ich weiß, dass die meisten von euch viel daran gearbeitet haben, vergeben zu können. And so a show of hands, how many of you have been actively practicing forgiving? Erhebt die Hand, wenn ihr aktiv daran gearbeitet habt, vergeben zu können. Okay, and anybody have difficulty at times in forgiving? Und hat jemand manchmal Schwierigkeiten mit dem Vergeben? Very good. Okay, so if you've been actively wanting to forgive and willing to forgive, that's the first step. Wenn du aktiv bereit bist zu vergeben, dann ist das der erste Schritt. And if you look at why would you even want to forgive, you'll notice, go ahead. Wenn du dir überlegst, warum soll ich eigentlich überhaupt vergeben? You'll notice that
you recognize, forgiveness is really the only way out of the pain and suffering you're going through. Dann hast du schon erkannt, dass Vergeben der einzige Ausweg ist aus dem Leiden und dem Schmerz, den du erlebt hast. So that's the first step. As soon as you recognize, oh yeah, this is the only way out of it, you're going to be willing to do it. Das ist der erste Schritt. Sobald du erkannt hast, dass das der einzige Ausweg ist, wirst du bereit sein, es zu tun. So once you're willing to forgive, then you start practicing forgiveness. Sobald du bereit bist zu vergeben, fängst du an, Vergeben zu praktizieren. And you recognize, oh yeah, it's a regular practice. Und dann wirst du erkennen, dass das regelmäßige Übung erfordert. You learn by doing. Du lernst es, indem du es tust. Okay, so then once you made it a practice, then you're reminding yourself of that all the time. Und wenn du einmal eine Übung daraus gemacht hast, dann wirst du immer wieder daran denken. Then you'll start to notice, once you do that, you'll start to notice, oh, how much you're holding on to. Und dann wirst du erst merken, an wie vielem du noch festhältst. And you can't hold on to the truth. Die Wahrheit kannst du nicht festhalten. Truth is limitless, so there's no hooks, there's nowhere you can grab onto truth. Wahrheit ist grenzenlos, da gibt es keine Haken, an denen du dich festhalten könntest. The only thing that you can hold on to in your mind even is anything that has a beginning and an end. Das Einzige, woran du dich innerlich festhalten kannst, sind Dinge, die einen Anfang und ein Ende haben. So when truth enters your mind, there's no beginning or end to it. Wenn Wahrheit in deinen Geist einfließt, dann hat sie weder einen Anfang noch ein Ende. It just is. Sie ist einfach. But when something that's not true enters your mind, there's always a beginning and an end to it. Wenn aber etwas in dich hineinkommt, was nicht wahr ist, dann wird es immer einen Anfang und ein Ende haben. That's what an image is, a picture. Das ist das Wesen eines Bildes. Every picture has a beginning and an end to it. Jedes Bild hat einen Anfang und ein Ende. And this picture is different from that picture. Und dieses Bild unterscheidet sich von jenem Bild. So then, basically the only decision you have to make is, what is in your mind? Dann brauchst du nur noch eine Entscheidung zu fällen. Was lasse ich herein? Is what you're experiencing an image or the truth? Ist das, was ich erlebe, ein Bild oder die Wahrheit? So forgiveness, once you start to have the awareness of, okay, I need to practice this, it's discerning what's true and what's not. Wenn dir bewusst geworden ist, dass Vergeben etwas ist, was man lernen und üben muss, dann geht es nur noch darum festzustellen, was ist wahr und was nicht. So to practice that, you have to start to practice turning your awareness attention to Spirit or God, whichever way you want to look at it. Dann musst du deine Aufmerksamkeit und dein Gewahrsein auf die geistige Welt richten, auf Gott, wie immer du das nennen möchtest. Or eternal truth. Die ewige Wahrheit. Unconditional love. Bedingungslose Liebe. All these are words that we use to point to that which never ends. Das sind alles Begriffe, die wir verwenden, wenn wir das bezeichnen möchten, was kein Ende hat. That which is limitless and always is. Das, was grenzenlos und immer ist. Which means it never changes. Das bedeutet, es verändert sich nie. So in order to forgive, you need to keep in your sight that which never changes. Um vergeben zu können, musst du das im Blick behalten, was sich nie verändert. And in relationship to being aware of that which never changes, you easily start to discern that which is changing.
Und wenn du das, was sich nie verändert, im Blick hast, dann wirst du ganz leicht erkennen können, welche Dinge sich verändern. And the change is the difference between one picture and the next. Eine Veränderung ist der Unterschied zwischen einem Bild und dem nächsten. This works exactly the same way as how we see movies. Es funktioniert genauso wie bei einem Film. If you've ever edited the film of a movie, it's individual still pictures that don't change, Wenn ihr strung together. schon mal einen Film bearbeitet habt, dann wisst ihr, dass der aus Einzelbildern, also stillen, nicht beweglichen Einzelbildern besteht, die man aneinandergereiht hat. And as you shine the light through each individual frame of the pictures in a certain speed, then your mind makes it into one smooth moving picture, moving video. Wenn man dann diese Bilder mit Licht durchleuchtet in einer gewissen Geschwindigkeit, dann macht der Geist daraus ein bewegtes Bild. So what we experience as all the changes going on every moment in a movie are just the changes in our consciousness of seeing one image to the next image, to the next image, to the next image. Was wir also im Kino als bewegte Bilder erleben, ist einfach die innere geistige Bewegung von einem unbewegten Bild zum nächsten. So then, in that example, we can say that the white light reflecting on the screen of the theater is spirit that never changes. In diesem Bild können wir die Analogie so setzen, dass der Geist das weiße Licht ist, das durch all diese Bilder scheint und sich nie verändert. But the picture that gets projected on that screen is forever changing. Aber die Bilder, die auf diesen Bildschirm projiziert werden, die ändern sich unablässig. It's one picture after another picture after another picture. Ein Bild nach dem anderen. So clairvoyance is you starting to look at and go, oh, I'm starting to see the bright light that never changes. Hellsichtig zu sein bedeutet, dass wir fähig werden, dieses helle Licht zu sehen, das sich nie verändert. And I'm going to keep my third eye, my inner eyesight on that light. Und auf dieses Licht will ich meinen inneren Blick, mein drittes Auge ausgerichtet halten. I continue to seek the eternal. Ich suche weiterhin nach dem Ewigen. Then you'll start to discover, oh, everything else that you used to consider life experience are just images going by. Dann werden wir feststellen, dass alles andere, was wir als unsere Lebenserfahrungen betrachtet haben, nur Bilder sind, die vorbei defilieren. And when you start to recognize that, you go, oh yeah, I don't need to hold on to any particular image. Und wenn man das zu erkennen beginnt, dann erkennt man auch, dass man sich nicht an einzelnen Bildern festhalten braucht. I am that light, eternal light that never changes, experiencing all these changing images of the world. Ich bin das ewige Licht, das sich nie verändert und das die unablässig sich verändernden Bilder dieser Welt erlebt. And pretty soon, you start to notice the truth in everything. And so you're not beholden to any of the individual images that enter your mind. Und schon bald erkennen wir die Wahrheit, die allem zugrunde liegt. Und dann werden wir uns nicht mehr festfahren an Einzelbildern, die in unseren Geist hereinkommen. And you start to become invincible. Dann werden wir unbesiegbar. Nothing affects you. Nichts kann einem in Mitleidenschaft ziehen. And when nothing in the world affects you, then all you experience is you. Und wenn einem nichts auf der Welt mehr in Mitleidenschaft ziehen kann,
dann erlebt man nur noch, was man in Wahrheit ist. And being yourself, you just express yourself all the time, regardless of what's going on. Dann ist man immer und unablässig sich selbst und bringt das zum Ausdruck, was man selber ist, unabhängig von dem, was außerhalb geschieht. Because you're constantly experiencing, seeing the truth. Weil man unablässig und ständig die Wahrheit sieht und erlebt. And as you're expressing the truth all the time, you're joyous. Und wenn man ständig die Wahrheit zum Ausdruck bringt, dann ist man ständig in der Freude. So then, whenever you're not experiencing that joyousness, you know, oh, you got a little stuck. Immer wenn du diese Freude nicht verspürst, dann sage dir, oh, da bin ich wohl ein bisschen festgefahren. You ended up believing in the image rather than the truth. Da hast du an ein Bild geglaubt, statt an die Wahrheit. You got stuck on the image that says you're no good. Du bist stecken geblieben bei einem Bild, das besagt, ich bin nicht gut genug. Or you failed. Ich habe versagt. You're not worth it. Ich bin nicht ein lohnender Mensch. So that's all that is. Weiter ist da nichts dabei. And the more you believe in the images, the more your light seems to darken. Je mehr du an Bilder glaubst, desto mehr scheint sich dein Licht zu verdunkeln. But your light never darkens at all. Aber dein Licht kann sich nie verdunkeln. Remember, you don't change. Denk daran, du veränderst dich niemals. Just your perception of yourself changed. Es ist nur deine Wahrnehmung von dir selbst, die sich verändert. You stop seeing the bright light on the screen of the theater. You start getting absorbed in the movie. Du hörst auf, das helle Licht auf der Leinwand zu sehen im Kino und verfängst dich im Film. But what makes a movie so fun? Was macht einen Film so schön zu sehen? Even the, horrible horror movies. Auch wenn es ein Horrorfilm ist. I mean, there's a lot of people who absolutely enjoy horror movies. Es gibt viele Menschen, die lieben Horrorfilme. Do you think they'd be enjoying the horror movies if they didn't realize it was a movie? Glaubst du, jemand würde einen Horrorfilm genießen, wenn es ihm nicht klar wäre, dass es nur ein Film ist? If they all of a sudden totally believed that what was happening in the movie was happening to them in real life? Wenn die Zuschauer plötzlich glauben würden, dass das, was da in dem Film geschieht, ihnen selbst im wahren Leben zustößt, would they go and pay for a movie ticket to watch it as entertainment? Würden sie dann ein Kinoticket bezahlen, um das sich als Unterhaltung zuzuführen? No, they would be running for their lives. Nein, sie würden um ihr Leben laufen. So what makes movies, especially well-made movies, so enjoyable is it's just a movie. Was einem einen Film genießen lässt, egal welcher Film es ist das Wissen, dass es nur ein Film ist. Even though as you're watching the movie, sometimes you get so involved that you get scared, you get happy, you get angry because of what's happening in the movie. Auch wenn man manchmal selbst wütend oder ängstlich wird, weil man das, was im Film passiert, so ernst nimmt. But unless you're mentally deranged, you never forget that, oh yeah, there's this bright white screen. Vergisst man doch nie, dass es nur eine helle Leinwand ist, es sei denn, man sei geistig gestört. So in relationship to that bright white light screen, you get to enjoy the movie to your heart's content because once it's done, it's done. Wenn man weiß, dass es nur eine helle Leinwand ist, kann man den Film von Herzen genießen, denn man weiß, wenn er fertig ist, ist es vorbei. Plus, you are completely safe because if you just, after 5 minutes, you realize, oh, it's a lousy movie, you don't want to watch it, you just turn it off. Das kann mir ja auch gar nichts passieren, denn wenn ich nach 5 Minuten feststelle, dass es ein schlechter Film ist, kann ich ihn einfach ausschalten oder das Kino verlassen.
So no matter what's happening in the movie, it's not happening to you. Egal, was in dem Film passiert, es passiert nicht uns. You're still the happy person that's just there to enjoy and express your joy of entertainment. Wir sind immer noch glücklich und genießen einfach unsere Unterhaltung. So this is why you'll find if you find out about truly enlightened masters, enlightened beings that were still incarnated, they were joyous. They didn't have to be joyous in a noisy way, but they were joyous always. Das ist auch der Grund dafür, dass wenn wir je einen erleuchteten Menschen treffen, dann wird er immer voller Freude sein, auch wenn er das nicht laut zum Ausdruck bringt. That's why when you are around someone who's completely at peace, you experience not only the peace, but there's a joyous peace. Wenn man mit jemandem zusammen ist, der vollkommenen inneren Frieden genießt, dann ist es nicht nur Friede, sondern es ist ein Friede voller Freude. So joyousness is a quality of energy that's part of your beingness. Freude ist eine Energiequalität, die zu unserem Sein gehört. But once again, there needs to be space in the world here, in this world, for you to express it. Aber auch hier, es muss Raum geben, hier in der Welt, wo wir unsere Freude ausdrücken können. So as you process some of the judgments you notice about this image experience you're looking at now, notice Wenn du if jetzt it's mit getting, diesen, oh, go ahead. wenn du jetzt mit diesen Bildern arbeitest, mit dieser zweiten Erfahrung, die da hochsteigen in dir, Do you notice that, are you lightening up? dann nimm wahr, ob es dir leichter wird. So this is part of the process. The practice of forgiving is the same as the practice of creating the rose and letting go of judgment pictures and exploding them. Vergeben zu üben ist genau dasselbe, wie wenn wir uns darin üben, Rosenbilder zu erstellen und sie platzen zu lassen. Every time you put an image in a rose and explode it, you're owning the truth that, oh, it's just an image. Jedes Mal, wenn du ein Bild in eine Rose legst und sie platzen lässt, machst du dir klar, dass es nur ein Bild gewesen ist. If it's just an image, I don't have to believe in it. Wenn es nur ein Bild ist, brauche ich nicht daran zu glauben. If it's just an image, it can't hurt me. Wenn es nur ein Bild ist, kann es mir nichts anhaben. And if it's just an image, I can blow it up. Wenn es nur ein Bild ist, kann ich es platzen lassen. So that's essentially the same as forgiving. Und das ist im Prinzip dasselbe wie vergeben. At the base of both forgiving and exploding images is your realization of that's what you're letting go of is not true. Sowohl dem Vergeben wie auch dem Platzenlassen von Bildern liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es nur ein Bild war und nicht wahr. So the practice of forgiveness is always choosing the truth over the lies. Wenn wir vergeben, entscheiden wir uns für die Wahrheit statt für die Lügen. Choosing to walk on the path of truth rather than the path of images. Wir entscheiden uns, auf dem Weg der Wahrheit zu gehen und nicht auf dem Weg der Bilder. What we experience as our ego can't operate in the truth. Das, was wir als unser Ego erleben, kann in der Wahrheit nicht funktionieren. It can only try to use your consciousness to get you to believe in the images. Es kann nur dein Bewusstsein heranzuziehen versuchen und dich dazu zu bringen versuchen, an Lügen zu glauben. Yeah. So, as long as you don't get convinced in the images, the ego doesn't control you. Solange du nicht überzeugt bist von diesen Bildern, kann dein Ego dich auch nicht kontrollieren. All right, give yourselves a deep breath.
Gib dir einen tiefen Atemzug. And just take a look at that rose with that experience you were just looking at and see how many judgments you found that you put on top of that experience. Schau die that you had. Rose an mit all den Bildern der Erfahrung, die da drüber stehen. Und schau mal, wie viele Urteilsbilder du der Erfahrung überlagert hast. And all the feelings and thoughts that judge that experience and any part of that experience is after the fact. Alle Gefühle und Gedanken, die einen Teil oder diese ganze Erfahrung betreffen, haben sich erst nachträglich eingestellt. So you can have another second rose next to that one and the picture, and just let all the after thoughts and after feelings, reactions and whatnot go into that second rose. So kannst du eine zweite Rose neben die erste stellen und all diese nachträglichen Bilder und Reaktionen in diese zweite Rose hineinlegen. And as you're doing that, just imagine you're lifting off all the add-on pictures, whether it's yours or somebody else's, from your original experience. Und stell dir dabei vor, wie du alle später hinzugefügten Bilder zu dieser Erfahrung, ob sie deine Bilder oder die Bilder anderer Menschen sind, weghebst von der Erfahrung. And just start to notice what starts to happen to the original experience image. Und nimm wahr, wie sich das Bild der ursprünglichen Erfahrung dadurch verändert. How many of you find that the original experience image is starting to get brighter and lighter? Wie viele von euch stellen fest, dass das Bild der ursprünglichen Erfahrung heller und leichter wird? How many of you notice that it's becoming clearer? Wie viele von euch stellen fest, dass es klarer wird? Yeah. This is called you starting to have a lot more clarity about what really happened. So erhältst du sehr viel mehr Klarheit darüber, was wirklich geschah. And notice, it's lighter in energy in terms of it's not as heavy. Und schau, ob es leichter geworden ist in der Energie, nicht mehr so schwer. And you're starting to have more experience of neutrality in relationship to the image. Du wirst auch mehr Neutralität verspüren in Bezug auf das Bild. And as you're looking at this, and as you review your experience that image shows, notice, what really did you go through at that moment? Und schau jetzt mal zu, was du wirklich erlebt hast in dem Moment, wo diese Erfahrung abgelaufen ist. And you'll notice that all the emotional content and all the thoughts and everything that you thought was part of that experience is falling off because it wasn't part of the actual original experience. Und du wirst feststellen, dass die ganzen Gefühle und Gedanken und Reaktionen von der Erfahrung abgefallen sind, weil sie nämlich nicht Teil der ursprünglichen Erfahrung gewesen sind. And the more you do this, you'll start to notice that the experience is simply just an experience. Je mehr du das tust, desto mehr wird dir klar, dass die Erfahrung nichts weiter als einfach eine Erfahrung gewesen ist. In truth, there isn't one experience that's better than another experience. In Wahrheit gibt es keine Erfahrung, die besser wäre als eine andere. Why we judge after the fact one experience is better than the other experiences is how much we experience and express ourselves. Shall I do that again? Yes, please. So, It's not clear. what makes us experience one experience as good and another as bad? Maybe translate that much so Die far. Tatsache, dass wir eine Erfahrung als gut beurteilen und eine andere als schlecht, Is how much as we review an experience, how much of it is not covered over with lies. beruht darauf, wie viel von dieser Erfahrung nachträglich von Lügen bedeckt wurde.
So the ones that are not covered over with as many lies were much happier about. Diejenigen Erfahrungen, die nachträglich mit weniger Lügen überlagert wurden, die haben wir als positiver in Erinnerung. We're not believing in the pictures, the judgments and everything, and we're just experiencing ourselves. Weil wir da nicht an Urteile oder Bilder glauben, sondern uns einfach selbst erleben. And when you experience yourself more, oh, you're happy, you're joyous. Und je mehr man sich selbst erlebt, desto freudvoller und glücklicher wird man. But how often, if you experience any degree of happiness when you know someone else that you care about is suffering, do you feel guilty? Wie oft passiert es uns, dass wir selbst glücklich sind, aber wir wissen, dass jemand, der uns nachsteht, leidet und dann fühlen wir uns schuldig. So you decide you're not going to let yourself express who you are in relationship to that experience because it would seem wrong and make you feel guilty and all that kind of stuff. Dann beschließen wir, dass wir uns nicht selbst so zum Ausdruck bringen wollen, wie es die Erfahrung für uns besagt, weil wir uns sonst ins Unrecht gesetzt fühlen und schuldig fühlen. But that's not correct. Das ist aber nicht richtig. It doesn't help the person who's suffering. Das hilft dem Menschen, der leidet, nicht. Because if you dim yourself down or close yourself down, there is no compassion. Denn wenn du dich selbst dämpfst, dann ist da kein Mitgefühl mehr. Then they're just going to get your guilt rather than your support of compassion. Dann bekommt der andere Mensch von dir deine Schuldgefühle statt deines Mitgefühls und deiner Unterstützung. Part of what we call compassion is based on the joy that you are. Mitgefühl beruht zum Teil auf der Freude, die unser wahres Wesen ist. Remember, your expression of joy doesn't have to be, raucous laughter or anything like that. Und der Ausdruck der Freude braucht sich nicht in lautem Lachen zu äußern. It could be expressed in total silence. Sie kann sich auch in vollkommener Stille äußern. It could be expressed in kindness and compassion. Sie kann sich in Form von Güte und Mitgefühl äußern. It could be expressed in understanding. Sie kann sich in Verständnis äußern. In gratitude and appreciation. In Dankbarkeit und Wertschätzung. So joy is not limited to one form of expression. Freude lässt sich nicht auf eine Ausdrucksform reduzieren. It's just letting yourself be and expressing your beingness in an appropriate form. Sie stellt sich ein, wenn wir uns erlauben, so zu sein, wie wir sind und das in adäquater Weise zum Ausdruck bringen. And when you're not in judgment, in neutral, you can express your joy, your true self, in whatever form is most supportive and healing to the situation. Wenn man nicht urteilt und neutral bleibt, dann kann man die eigene Freude so ausdrücken, wie es die Situation am besten dient. So then, when someone is suffering and they're in the company of someone who's very compassionate, wenn jemand leidet und er ist zusammen mit einem Menschen, der sehr mitfühlend ist, then the suffering person's spirit is raised up. Dann wird der Mensch, der leidet, gestärkt, erhoben. They have a chance to match the compassionate person and be more the spirit they are. Er hat dann die Möglichkeit, sich dem mitfühlenden Menschen anzupassen und so mehr zu dem zu werden, der er wirklich ist. Because their suffering is proportional to how much they believe in the judgment pictures. Denn das Leiden ist immer proportional zum Grad, in dem man an die Urteile glaubt. But in the company of someone who's joyous
deeply compassionate, kind, they get to match that instead. Wenn aber dieser leidende Mensch mit jemandem zusammen ist, der mitfühlend ist und in der Freude ist und gütig und freundlich ist, dann hat er ein Vorbild, an das er sich anpassen kann. And unless they're totally psychotic, they're going to prefer the lighter, more peaceful experience. Und wenn der Mensch nicht geisteskrank ist, dann wird er diese leichtere und friedvollere Erfahrung vorziehen. Now, many of you may have experienced, at this point, as you take a look at the rows with your particular experience you were looking at and removing the judgments from, go ahead and explode the rows with the judgments, and if you haven't already, and then go ahead and explode that rows with the experience itself. Lass jetzt die Rose platzen, in die du die Urteilsbilder hineingelegt hast. Und danach lässt du auch die Rose platzen, die die eigentliche Erfahrung enthält. And notice that, even if you didn't get to the full truth, even if you had some parts that were refusing to let go. Und nimm jetzt wahr, dass selbst wenn du nicht zur ganzen Wahrheit vorgestoßen bist, selbst wenn es da noch einige Teile gibt, die du dich loszulassen geweigert hast. Do you find that you're at least lighter or even happier than before? Stellst du doch fest, dass du mindestens ein bisschen leichter oder sogar glücklicher geworden bist als vorher. So can you imagine if you did this with anything you got stuck on? Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, wenn du das jedes Mal machen würdest, wenn du festgefahren bist? Any experience that you're suffering in. Mit jeder Erfahrung, an der du leidest. If you did that with everything, even if you only got a little bit less suffering, you'll have a lot overall. You'll feel a lot better, you'll be a lot happier. Wenn du das jedes Mal machen würdest, auch wenn du das Leiden jeder einzelnen Erfahrung nur ein bisschen verringerst, dann würde es dir doch aufs Ganze gesehen sehr viel besser gehen und du wärst sehr viel glücklicher. So you don't have to get everything perfect. No, it's just if you practice this with every experience that you're struggling with, you have a hard time forgiving or letting go of, moving on from. Es braucht nicht perfekt zu sein. Wenn du das jedes Mal tust, wenn du eine Erfahrung hast, an der du noch festhältst, die du Mühe hast, loszulassen oder zu vergeben. Just start to remind yourself, the judgment pictures. Dann erinnere dich dran, ach ja, die Urteilsbilder. How much do I have my energy in any kind of judgment about this? Wie sehr steckt meine Energie noch in Urteilen über diese Erfahrung fest? And even if you don't have the time or space at that moment to sit down and do a full meditation about it, selbst wenn du in diesem Moment nicht die Zeit hast, dich hinzusetzen und eine volle Meditation darüber zu machen, you could imagine real quick just a rose and put all the judgment pictures in there. Kannst du dir doch ganz schnell eine Rose vorstellen und sämtliche Urteilsbilder in diese Rose hineinlegen. And then explode it in a flash of light. Und sie dann platzen lassen in einem Lichtblitz. Even if that doesn't take care of everything, at least you're a step forward. Selbst wenn dann nicht alles weg ist, hast du doch einen Schritt nach vorne getan. But as you do this, another part of it is the creative part. Aber wenn du das tust, ist der andere Teil daran der kreative Teil. As you decide to let go of some of the judgments and stuff, what would you like to create next for your experience? Wenn du diese Urteilsbilder losgelassen hast, dann frag dich, was möchte ich als nächstes erschaffen? Again, you probably won't want to stay in that other kind of suffering experience. Wahrscheinlich wirst du nicht in dieser leidvollen Erfahrung verharren wollen. What gives you the power to move forward is creating the new experience. Das, was dir die Kraft zum Voranschreiten gibt, ist, wenn du eine neue Erfahrung erschaffst. Where you have to ask yourself, yes,
what would I rather experience now? wo du dich fragen musst, ja natürlich, was würde ich jetzt lieber erschaffen? It's very simple. Es ist ganz einfach. So if you're experiencing any degree of unhappiness, Wenn du irgendwo unzufrieden oder unglücklich bist, or even if you're experiencing kind of a dullness that's not necessarily unhappy, but not happy. oder wenn du dich einfach nur trüb fühlst, du bist nicht wirklich unglücklich, aber du bist auch nicht glücklich. Wouldn't you decide, oh, rather than this blahness or unhappiness, I'd rather be happy? Möchtest du dich dann nicht statt diesem Trübsinn dafür entscheiden, glücklicher zu sein? Then that's the decision you make is in the present, I'm creating happiness. Dann triffst du in der Gegenwart die Entscheidung, Glück zu schaffen. Which means you start expressing more of your happiness. Das bedeutet, dass du mehr von deinem Glücklichsein zum Ausdruck bringst. Remember that joy is part of you. Denk daran, die Freude ist Teil von dir. And the more you start to express that you, the happier you're going to be. Und je mehr du diesen Teil von dir ausdrückst, desto glücklicher wirst du. You can't just sit there and passively wait for happiness to fall on your head. Du kannst nicht einfach da sitzen und passiv darauf warten, dass dich das Glück auf den Kopf trifft. Because anything that falls on your head comes from outside of you. Denn alles, was dich am Kopf trifft, kommt von außerhalb von dir. Yes. So happiness is something that has to come from inside of you. Glück muss aber aus dir herauskommen. And the only way, if it's buried down below judgment pictures, the only way you can start to bring it out is express it. Und wenn es überlagert ist von Urteilsbildern, dann kannst du es nur herausbringen, indem du es ausdrückst. And the only way you can express yourself is to be yourself first. Und dich selbst ausdrücken kannst du nur, wenn du dich selbst bist, du selbst bist. You have to decide, oh, I get to be myself. Du musst beschließen, ich darf mich selbst sein. I don't have to try to be better. Ich muss nicht versuchen, besser zu sein. I don't have to try to be more than I think I am. Ich muss nicht versuchen, mehr zu sein, als ich zu sein glaube. In fact, I need to blow up those pictures of what I think I am. Diese Bilder dessen, was ich zu sein glaube, sollte ich loslassen. And just start to get to know who and what I really am. Und ich sollte langsam erkennen, wer und was ich in Wirklichkeit bin. As I am before any judgment pictures. Was und wie bin ich, bevor Urteilsbilder kommen? So make it your practice every day, all the time. Just pay attention. Übe dich jeden Tag und ständig darin, aufmerksam zu sein. And the moment a judgment, thought, feeling enters your mind, get into amusement. Und in dem Moment, wo ein urteilender Gedanke oder ein Gefühl in dir hochkommt, amüsiere dich. And unless you're in an inappropriate place or whatever, just laugh a little bit. Und wenn du nicht gerade an einem öffentlichen Ort bist, dann lach ein bisschen. Oh yeah, being in amusement means you have to express your amusement. Wenn man sich amüsiert, muss man das zum Ausdruck bringen. And so even if it's a smile, it's okay, you got express it. Wenn es auch nur ein Lächeln ist das schön. Drück es aus. Which means you have to also give yourself permission to express it. Und das bedeutet, dass du dir auch die Erlaubnis geben musst, das auszudrücken. And how often do you forbid yourself from expressing any sort of joy around other people? Wie oft verbietest du dir, irgendeine Art von Freude zu empfinden, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist? Especially those who are not joyous. Vor allem mit solchen, die selber keine Freude verspüren. So you got to break through that and just start to practice somehow expressing your joy. Da musst du durch und anfangen, irgendwie deine Freude auszudrücken. And remember, the form that takes can be totally appropriate. Und denk daran, das kann man jederzeit in absolut adäquater Weise tun. It's just that you're still being you.
as you're doing it. Es geht einfach darum, dass du dich selbst bleibst, während du das tust. Right? So sometimes it's important for you to not say anything, then joyously be quiet. Manchmal ist es wichtig, nichts zu sagen. Dann kannst du voller Freude still sein. Express yourself being silent. Kannst dich selbst in dieser Stille ausdrücken. All right, so give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. Create one more image of a rose out in front of you. Stell ein weiteres Rosenbild vor dich hin. And just look around in your own space to see if there's anything left over, any judgments, any pictures. Schau dich in deinem Raum und schau, ob noch etwas übrig geblieben ist, irgendwelche Bilder oder Urteile, Any thoughts, any feelings. Gedanken, Gefühle. And just decide, okay, I'm done with all those. Put it in the rose, explode it. Leg das alles in die Rose und lass sie platzen. Just see that bright flash. Schau, wie es einen hellen Blitz gibt dabei. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. Be aware in the center of your head. Sei mit deinem Gewahrsein mitten in deinem Kopf. Now imagine that gigantic gold sun full of life. Jetzt stell dir diese riesige goldene Sonne vor, voller Leben, Total life energy. volle Lebensenergie. And experience that life energy. It's very celebratory. Und spüre, wie voller Feiern diese Feuer, also es ist wie ein Fest, diese Lebensenergie. It's part of your life. Das ist Teil deines Lebens. And just decide to bring in that golden sun and give it to yourself from the crown chakra all the way through your whole space. Bring diese Sonne herein und beschließ, dass du dir sie schenken wirst, vom Kronenchakra durch deinen ganzen Raum hindurch. And as you bring in that golden sun from your crown chakra, let it fill up your whole body space so that your whole body looks radiant. Lass diese goldene Lebensenergie deinen ganzen Körperraum ganz und gar anfüllen, bis er strahlt. And as you're filling up more and more and more, notice all your chakras filling up. Schau zu, wie sich alle deine Chakren anfüllen, All the cells of your body filling up. alle deine Körperzellen füllen sich an. And just give every part of your space permission to be alive. Gib jedem Teil deines Raums die Erlaubnis, lebendig zu sein And joyous. und voller Freude. Give yourselves a deep breath Gib dir einen tiefen Atemzug and just say hello to yourself as the light in the center of your head. Begrüße dich selbst als das Licht mitten in deinem Kopf. Just give yourself permission to just be free to be your true self. Gib dir selbst die Erlaubnis, frei zu sein, so zu sein, wie du bist. And notice what you experience. Und nimm wahr, was du erlebst. And when you're ready, just stretch Wenn du soweit bist, dehnst du dich and gently bend on over and come all the way out of this space. beugst dich sanft vornüber und kommst ganz und gar heraus aus diesem Raum. And when you come back up, open your eyes, look around your room where you are. Richte dich auf, öffne die Augen, schau dich in dem Raum, wo du bist. Notice the floor, notice your chair, Nimm den Boden wahr, deinen Stuhl and really appreciate your body for sitting there this time. und gib deinem Körper Wertschätzung dafür, dass er so lange still sitzen mochte. Yes, that's more difficult for the body. You don't have a problem. Das ist für den Körper schwierig, für dich ist das kein Problem. Okay, so back to you, Wolfgang. Zurück zu dir, Wolfgang. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Michael, für diesen Abend. Many, many thanks, dear Michael, for this evening. Es war schon ein bisschen eine Vorwegnahme von Ostern. It was almost like a preview of Easter. Yes. Auferstehung der Seele. Ascension of the soul, rising of the soul. Ganz, ganz lieben Dank. Auch dir, Barbara, für die Übersetzung.
Danke, 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 danke. Und Raphael, danke vielmals für das Energiehalten. Danke, Thank you for danke. holding the energy, Raphael. Und euch allen, die dabei waren, danke ich auch. Ihr habt wunderbar die Energie mitgebildet, dass wir eine große Gruppe, eine große und wunderbare Energie hatten in der Gruppe. Thank you, Danke. everybody who participated. You all helped establish a wonderful energy and that we were able to become one entity, one group. Ja, jetzt bleibt mir einfach euch eine wunderschöne Ostern, frohe Ostern zu wünschen. Happy Easter to everybody. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit And I'm euch. looking forward to our next time together. Ja, wir haben dann am Pfingsten das nächste. Our next time will be Pentecost. Ja, ich Should be about 6 weeks from now, normally. Yeah. Ich kann gleich die Daten hier einblenden. There's a talk on the 3rd of June, Ja, the path through global transformation, and the seminar 4th and 5th of June, clairvoyance, intuition, live your truth, your love, and your joy. wunderbar. Danke vielmals. Also wer sich da hingezogen fühlt, könnt euch gerne über unsere Website wieder anmelden. If you feel called to participate, you can sign up through our website. Ja, danke und alles Gute euch allen.